Zukunft Gasheizung, Auslaufmodell oder klimafreundliche Option. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle hierher gekommen sind. Wir haben in kleinem Rahmen Werbung gemacht und ich freue mich über jeden, oder wir freuen uns über jeden, der hierher gekommen ist. Wir haben, glaube ich, eine gute Podiumsdiskussion hier vor uns. Wir haben Experten eingeladen, die es, glaube ich, auch wert sind, dass man ihnen zuhört. Ich freue mich sehr, dass auch eine Stadträtin und natürlich auch von unserer Fraktion, wir sind ja Freie Wähler und für Karlsruhe, zusammen hier ist. Petra, schön, dass du da bist. Petra Lorenz ist hier. Und Rena, auch schön, dass du da bist als Vorstand von den Freien Wählern. Ja, die Veranstaltung ist von der Wählervereinigung für Karlsruhe. Also ich begrüße Sie hier als Vorsitzender von der Wählergemeinschaft für Karlsruher Politik mit christlicher Herzenshaltung. Mein Name ist Markus Schneider. Deswegen stehe ich hier und darf Sie begrüßen und wir wollen aber bald auch darüber. Trotzdem darf ich Ihnen ein paar Dinge einfach auch noch sagen in Bezug auf unsere Wählervereinigung. Unsere Wählervereinigung wurde gegründet 2008 und seitdem haben wir an 3 Kommunalwahlen teilgenommen, beginnend mit 2009 und haben seitdem immer mindestens einen Stadtrat, aktuell Friedemann Kalmbach. Ich hoffe, dass auch Friedemann noch zu uns stößt. Ich glaube, er ist noch unterwegs. Ja, für Karlsruhe als Wählergemeinschaft übernimmt damit seit 10 Jahren Verantwortung in unserer Stadt, da wo wir zu Hause sind, hier in Karlsruhe. Dabei geht es uns darum, das Gute, die Potenziale unserer Stadt weiterzuentwickeln und auch die Probleme zu lösen. Und ich glaube, das ist auch heute ein Thema, dass wir nicht nur abarbeiten, sondern dass wir auch vorausblicken und eine Vision und eine Idee haben oder haben wollen oder zumindest erörtern wollen für in dem Fall Gasheizung. Wie geht es da weiter? Wie kann es weitergehen? Wir sind und bleiben bundespolitisch unabhängig und nur von den Bürgern von Karlsruhe verpflichtet. Jedes Projekt, jeder Antrag wird von uns mit dem Ziel, das Beste für die Stadt zu suchen, beleuchtet. Und das haben wir auch in diesem Fall getan. Ich darf einleitend vielleicht noch mal kurz erklären, wie wir da drauf gekommen sind und um was es sich dreht. Und ich denke, heute wird es ein Thema sein, wo auch oft besprochen wird. Das ist der Energieleitplan. Mit integrierter Wärmeplanung heißt es genau der Stadt Karlsruhe. Der wurde verabschiedet vom Gemeinderat und das ist auch etwas, was vorgeschrieben ist. Also es ist eine Pflicht und zwar kommt es ist die Pflicht zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans nach dem Klimaschutz- und Klimawandel-Anpassungsgesetz des Landes, Klimagesetz Baden-Württemberg kurz genannt. Das ist also der Hintergrund dafür, dass, auch wenn die Stadt Karlsruhe da auch ein bisschen früher dran war, die gesetzliche Pflicht, das zu erstellen. Der Energieleitplan unterstützt oder soll die kommunalen Akteurinnen unterstützen bei der strategischen Entwicklung von Lösungen zur künftigen Energieversorgung in den Quartieren und den Stadtgebieten. Der Energieleitplan wird auch die Grundlage zur Auswahl von Energiequartieren für die Durchführung gezielter Sanierungskampagnen. Also es ist zwar nur ein Plan, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass danach auch gearbeitet wird. Das ist vielleicht wichtig jetzt auch, worum es uns geht, nämlich immer um den Bürger, um die Bürgerin. Darüber hinaus soll er für die Gebäudeeigentümer sowie Energieversorger, insbesondere hier die Stadtwerke Karlsruhe, eine Grundlage zur Entwicklung vernetzter und regenerativer Energieversorgungslösungen darstellen. Vielleicht noch ein Zitat direkt aus dem Energieleitplan. Eine Erweiterung oder eine großflächige Transformation des vorhandenen Erdgasnetzes in ein Wasserstoffnetz zur Versorgung von Wohngebäuden ist bisher nicht vorgesehen und wurde auch im Energieleitplan nicht untersucht. Also es war nicht im Auftrag und es ist auch von dem Gutachter, oder die das erstellt haben, extra auch erwähnt worden, dass das nicht Aufgabe war, das zu untersuchen. Des Weiteren führe ich aus, bei der Beheizung von einzelnen Gebäuden wird Wasserstoff deshalb in Karlsruhe zunächst keine Rolle spielen.
Ich sage mal, wir sind da anderer Meinung oder man kann anderer Meinung sein und man sollte, und das ist vielleicht nochmal was Wichtiges für uns als für Karlsruhe, dass wir sagen, gerade wo wir hier das KIT und Forschung hier in Karlsruhe haben, wir sollten innovationsoffen sein und wir haben ein vorhandenes Netz, und das sage ich auch von meinem beruflichen her, aus dem Bau kommend, das ist da, das müssen wir rückbauen für andere Arten der Wärmeversorgung. Und während wir für die anderen Dinge wie Wärmepumpen oder auch Fernwärmeausbau erst noch mal riesig investieren müssen, um überhaupt Strom, die Leitungen zu vergrößern, beziehungsweise dann eben neue Investitionen aufnehmen, wo wir doch ein vorhandenes Netz schon da haben. Ja, so viel aber in aller Kürze, dass Sie den Rahmen haben. Sie können auch hier scannen, dann kommen Sie direkt auf den Energieleitplan, wenn Sie da mal reingeguckt haben. Vielleicht haben Sie es wahrscheinlich, deswegen sind Sie vielleicht auch hier und sehen dann eben auch Entwicklungsmöglichkeiten in Ihrem Quartier. Ja, so viel soll es aber von meiner Seite sein. Ich darf Ihnen vorstellen, 2 Moderatoren. Wir haben Dr. Ingenieur Roland Traut hier, der von der Fachseite hier den Moderator spielen wird, wenn ich das so sagen darf. Und Micha Schlittenhardt, unser Geschäftsführer von Freien Wähler für Karlsruhe, wird ja, der Hauptmoderator sein, sage ich mal, im Großen und Ganzen. Ich wünsche uns eine gute Podiumsdiskussion. Ach so, ich gehe vielleicht noch auf den Ablaufplan ein. Nach meiner Begrüßung würde tatsächlich Micha auch noch mal kurz unsere Experten vorstellen. Die Experten haben etwa 5 Minuten kurz aus ihrem Bereich etwas zu sagen, was sie machen und warum sie hier von uns eingeladen wurden. Und dann, das ist der Hauptteil, etwa ab 19 Uhr, wenn es terminlich passt, würden wir eben 45 Minuten haben wir eingeplant für die Podiumsdiskussion und dann auch noch mal aus meiner Sicht genügend Zeit, 20 bis 30 Minuten. Und Sie haben auch Blöcke darliegen für Fragen, die wir dann eben auch noch hier vorne von den Experten oder von uns gerne beantworten würden und wollen. Dann würde ich an dich geben, Micha, und uns eine gute Veranstaltung. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Sie haben gesehen, auch an der Seite sind diese Blöcke. Da können Sie gerne, wenn Ihnen Fragen kommen, Fragen draufschreiben und die dem Herrn Schneider nach vorne bringen, damit wir die hier vorne dann im Anschluss auch besprechen können. Genau. Ich freue mich, Sie begrüßen zu können, auch hier in unserer Runde. Herr Professor Pinkwart, Sie sind im Nationalen Wasserstoffrat der Bundesregierung und auch bei der Wasserstoff-Roadmap vom Land Baden-Württemberg dabei, dozieren hier an der Hochschule Karlsruhe. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herr Köppel, Sie sind von der DVGW-Forschungsstelle hier in Karlsruhe am KIT, forschen eigentlich in dem Gebiet auch. Auch danke, dass Sie dazu stoßen in diese Expertenrunde. Und Herr Schick, Sie sind Netzbetreiber selber von den Netzen Südwest. Sie betreiben das Netz eigentlich um Karlsruhe herum, also im Landkreis, aber sind dann ganz nah dran, was es heißt, auch Erdgas, Gas überhaupt an den Kunden zu bringen oder auch in die Heizung vor Ort. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, wir würden in dieser Reihenfolge auch jetzt Vorstellungen von Ihnen noch hören, was Sie tun, was arbeiten Sie eigentlich ganz praktisch, was heißt es eigentlich im Nationalen Wasserstoffrat zu sein, warum sind Sie dort überhaupt gelandet? Ja, also mein Name ist Carsten Pinkwart, ich bin von Hause aus Chemiker, habe 1998 zu Lithium-Ionen-Batterien promoviert und arbeite auch seit diesem Zeitraum bei der Fraunhofer Gesellschaft an dem einzigen Windrad, was es in unserem Landkreis Karlsruhe gibt. Das gehört mir und meinem Team, nämlich da drüben auf dem Hummelberg. Und wir betreiben da unten drunter Europas größte Redoxflow-Batterie als Zwischenspeicher für erneuerbare Energien. Also in Europa gibt es keinen größeren Speicher als den da oben auf dem Hummelberg mit so 20 Megawattstunden Energie. Sprich, wir könnten das Pfinztal schon eine ganze Zeit versorgen mit entsprechender Energie. Ja, wie gesagt, Speicher und Wandler, also sprich das Elektron hernehmen und irgendwie zwischenspeichern, verwenden, langfristig speichern, kurzfristig speichern, um auf der Straße zu fahren, um Sensoren zu bewegen, das ist das Aufgabengebiet.
2015 habe ich dann eine Professur an der Hochschule in Karlsruhe übernommen, an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik. Ganz wichtig, Nachwuchs, Fachkräftemangel, Fachkräfte holen, ausbilden. Und seitdem ich dort bin, nehmen leider die Studentenzahlen immer mehr ab. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, welches Bild existiert eigentlich unter den Schülern, unter den Gymnasiasten von einem Elektro- und Informationstechniker. Und das ist ein grausliches Bild, was da existiert, was überhaupt den Beruf gar nicht wiedergibt. Ich will Ihnen das kurz skizzieren, damit Sie so ein bisschen so eine Vorstellung auch bekommen. Wir haben mit Hilfe des Bayerischen Rundfunks eine Umfrage gemacht unter Zehntausenden Gymnasiasten und haben ihnen Bilder vorgelegt von Berufen. Also keine Antworten vorgegeben, sondern einfach Bilder. Und die Schüler haben mehrheitlich folgendes Bild ausgewählt. Es ist ein Mann in einem Blaumann, der hat einen gelben Helm auf und hängt an einem Strommast. Das ist der Ingenieur, der Elektro- und Informationstechnik studiert. Ich glaube, Sie alle oder viele von Ihnen haben ein Auto, haben ein Handy, wir haben Sensoren, wir haben einen Beamer hier. All das ist Elektro- und Informationstechnik. Ohne das funktioniert es nicht. Und unsere Zukunftswährung wird, glaube ich, das Elektron sein. Das wird bestimmen, wie günstig wir es einkaufen können, wie günstig wir es verwenden können. Gut, also das so ein bisschen zur Geschichte. Nationaler Wasserstoffrat, ja, wie kommt man dazu? Der Wasserstoffrat besteht, ich sage immer, aus aktuell 25 Lobbyisten. Und ich bin ein Lobbyist, der aus dem Bereich Forschung und Technologie kommt, mit einem speziellen Hintergrund auch noch dazu. Ich arbeite sehr intensiv zu dem Themenfeld Energiespeicherung, Wandlung für das Verteidigungsministerium. Und der Nationale Wasserstoffrat ist eine Einrichtung der Bundesregierung. Und die Ratsmitglieder sind also alle keine Mitglieder der Bundesregierung und wir wurden eben vorgeschlagen. Und ich habe weit vor 2020 einmal einen Anruf aus Berlin gekriegt, wo es hieß, Herr Pinkwart, wollen Sie da mitarbeiten? Ich sage ja. Also wenn es nicht um so viele Termine geht, damals hieß es, es sind 2 Termine im Jahr. Ich sage, na gut, das kriege ich noch irgendwo unter. Ja, und dann ging das lange hin und her. Sie wissen, es ist wichtig, dass wir eine sehr, sehr gute gleichberechtigte Verteilung zwischen Frauen und Männern haben, zwischen unterschiedlichen Fachexpertisen. Also es war ein ständiges Ping-Pong. Ich wollte das dann gar nicht mehr wissen am Ende. Und irgendwann mal dann im Juli 2020 kam also das Schreiben, unterschrieben von allen Bundesministern, die wir seinerzeit hatten. Wir begrüßen Sie und wir freuen uns, dass Sie da mitarbeiten. Und mit dem Stichtag 14. Juli 2020 war es vorbei mit den 2 Terminen pro Jahr. Wir haben täglich, also nicht täglich, stimmt nicht, wöchentlich Sitzungen in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Wir haben insgesamt 6 Arbeitsgruppen, die sich also mit dem Thema Forschung, Technologie, Infrastruktur, internationale Zusammenarbeit, Industrie, Zertifizierung, Gesetzgebungsverfahren auseinandersetzen und man konnte sich entscheiden, wo arbeitet man mit, wo möchte man mitarbeiten. Ich bin selber aktiv in insgesamt 4 dieser Arbeitsgruppen und so ist der Terminkalender eigentlich sehr, sehr gut gefüllt und außerplanmäßig gibt es auch immer noch Termine. Ja, und ein Jahr später hat dann das Land Baden-Württemberg nachgezogen. Es hat auch einen Rat ins Leben gerufen, den Beirat Roadmap Baden-Württemberg, Wasserstoff-Roadmap Baden-Württemberg. Und dort bringe ich natürlich so ein bisschen das mit, was in Berlin passiert, was wir dort besprechen und was eben auch, sage ich mal, hier ins Land mit reinfließt. Vielleicht auch noch so ein paar Punkte, die ich versuche in den Rat, auf der nationalen Ebene mit reinzubringen. Das ist natürlich einerseits, sehe ich es als sehr wichtig an, wir sind Europäer und wir sollten mit unseren europäischen Nachbarn sehr stark und sehr eng zusammenarbeiten. Und ich habe es nicht ganz verstanden, dass die ersten Reisen von unserer Regierung ins Ausland gingen, nach Australien, nach Südamerika, nach Afrika. Natürlich sind das Plätze, wo wir genügend erneuerbare Energien haben. Aber wir haben auch innerhalb Europas sehr viele Plätze, wo wir genügend erneuerbare Energien haben. Und ich habe immer dafür plädiert und mich dafür eingesetzt, dass wir doch zu unseren europäischen Nachbarn reisen. Denn wir sind eine starke Industrienation. Und wenn wir uns um uns herum schauen, dann gibt es doch einige Länder, die sind weniger stark als wir hier in Deutschland.
Das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile hat man auch das erkannt und hat auch schon durch Studien gezeigt, dass also Europa sich mit erneuerbaren Energien und dann auch dem notwendigen Wasserstoff daraus eigentlich eigenversorgen kann, dass wir gar nicht die Reise in die große Welt hinaus brauchen. Wie das dann bezahlbar ist und welche Kosten dann dabei entstehen, ist nochmal was ganz anderes. Aber wir könnten uns diesbezüglich aufstellen. Genau, das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist Fachkräfte. Und dahinter verbirgt sich auch das Thema, dass wir eigentlich sehr viel stärker nach außen gehen müssen, unter die Bevölkerung, in die Gesellschaft dieses Thema Wasserstoff hineintragen müssen. Ich glaube, wenn ich mich mit einigen von Ihnen unterhalte, dann wissen Sie zum Thema Wasserstoff einerseits, er explodiert, sage ich mal. Und das Zweite, was Sie vielleicht wissen, ist die Explosion der Hindenburg, ja, des großen Zeppelins. Das sind so die meisten, und ich sage dann immer, Narrative des Wasserstoffs, die eigentlich gar nicht die ganzen guten Eigenschaften widerspiegeln. Und darüber hinaus, die Hindenburg, das war keine Wasserstoffexplosion, sondern das war ein Wasserstoffabbrand. Der ist dort ganz schnell und ganz gut abgebrannt. Genau, das sind so einige der Schwerpunkte und viele, viele andere Dinge. Ja, vergangene Woche am Freitag hatten wir Ratssitzung, haben wir uns mit dem Thema der Importstrategie, die kommt demnächst. Wir hatten gerade gestern eine ganz heiße Sitzung zum Thema Zertifikate. Wie zertifiziere ich grünen, blauen, grauen, lilafarbenen Wasserstoff, all diese Dinge. Ja, das vielleicht so als kurzen Abriss. Und natürlich, ich bin zwar kein Badner und auch kein gebürtiger Karlsruher, aber ich lebe doch schon seit 92 hier. Und wenn ich eben auf die Landkarte von Baden-Württemberg schaue, dann sehe ich viele andere Plätze, an denen viel mit Wasserstoff passiert, aber halt hier nicht in Karlsruhe. Und das ist etwas, wofür ich mich doch sehr stark einsetze und versuche auch durch Projekte und auch durch Kontakte mit unserer regionalen Politik hier auch dieses Thema voranzubringen. Aber das soll es mal gewesen sein. Vielen Dank. Herr Köppel. Wolfgang Köppel, mein Name. Wolfgang Köppel, mein Name. Ich bin von der DVG-Forschungsstelle hier in Karlsruhe und ich habe den Vorteil, ich bin Karlsruher und damit auch Badner. Also ich kann den Lokalkolorit komplett ausspielen. Und ich kenne das ICT auch schon seitdem ich vor 50 Jahren in Berghausen aufgeschlagen bin. Was machen wir schlussendlich? Auch, sage ich mal, so ein forschender Eierkopf. Sind wir hier unterwegs. Allerdings sind wir sehr technisch unterwegs. Wir sind angedockt, zumindest fachlich, an das KIT und hier an die Fakultät für Chemieingenieurwesen. Und wenn man sich das anhört, kann man schon mal ganz klar sehen, ja, wir kommen aus der tiefen Technik, wo wir uns mit Prozessen beschäftigen, wo wir uns mit ganzen Konzepten und Prozessketten beschäftigen, um hier technische Lösungen zu finden, wie man Energie von A nach B bringt, wie man Energie wandelt, wie man Energie umbaut und Ähnliches. Vom Werdegang her, ich bin Chemieingenieur, ich habe hier auch an dieser Fakultät studiert, also es ist ich kann es leider nur so sagen, aber ich kam auch schon mal raus aus Baden. Gar kein Thema. Ich bin quer durch Deutschland gezogen, habe Anlagen gebaut, in dem Fall im Müllbereich, was aber auch viel mit Energie zu tun hat, weil da auch Schwelbrennanlagen dabei sind, die aus Müll dann wiederum Wärme machen und aus der Wärme wieder was Gescheites gemacht werden kann. Und das ja auch ein ganz wichtiges Thema ist. Aber ich habe mich dann irgendwann entschieden, so vor 20 Jahren, zu wechseln und in die Richtung Gasseite zu gehen als Quereinsteiger. Was ich jetzt eigentlich nicht mehr bin, würde ich sagen. Nach 20 Jahren, glaube ich, ist man etabliert. Hat man doch eine gewisse Ahnung gekriegt. Meine Tätigkeit geht dahin, dass ich mir Energiesysteme im Kleinen und im Großen anschaue. Klein ist dann Haus als kleinste Einheit, groß ist dann Europa als größte Einheit, aber das große Lied wird eigentlich in der Regionalität gespielt, das heißt irgendwo Kommune, Landkreis in der Ecke. Und da wird auch die Energiewende entschieden werden, wie schnell sie umgesetzt werden kann. Und ich glaube, da sind wir auch hier einig, dass wir das dann auch umsetzen wollen.
Wir gehen hier von der Theorie heran, das heißt, wir simulieren solche ganzen Energiesysteme stundenweise, minutenweise, je nachdem, was wir brauchen für eine Antwort, aber spiegeln das auch sehr stark mit der Praxis. Kollege Schick kennt uns da auch immer mal wieder, dass wir da unterwegs sind und auch die Ideen, die wir da entwickeln, auch mit der Praxis abprüfen, ist das überhaupt möglich? Und da kommt dann wieder unsere Fakultät zum Tragen. Wir sind aus der Technik, wir wissen genau, welche technischen Hürden haben wir. Und ich vergleiche es dann immer so mit der Frosch- und Vogelperspektive. Wir nehmen teilweise die Froschperspektive ein, um wirklich jedes Detail mitzunehmen und zu wissen, an was kann es denn scheitern, um dann wieder in die Vogelperspektive reinzugehen, den Überblick zu wahren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der die Thematik dann auch voranbringt. Und sind an sehr vielen Studien dabei, die gemacht werden. Wir haben auch viele Umsetzungsprojekte gemacht, wo wir Wasserstoff in die Erdgasnetze eingespeist haben als Mischung oder aber auch mit das erste 100%-Netz in Deutschland mitbegleitet haben und hier dann auch viele Expertise reinbringen konnten, aber auch viel gelernt haben. Ich meine, das ist ja das Schöne, egal wie alt man wird, man lernt noch dazu. Vor allem in dem Thema. Und das zweite Schöne ist, wenn man schon ein bisschen älter ist, dann weiß man, dass Wasserstoff jetzt nicht eine neue Erfindung ist, die jetzt gerade aufkommt. Kollege Pinkwart hat es gesagt, Hindenburg, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber man kann sagen, so alle 15 bis 20 Jahre poppt so ein Thema auf. Das heißt, ich habe es auch schon mal durcherlebt, den Wasserstoff. Und davor war es auch schon mal so in den 70ern, 80ern bis in die 90er reingehend. Und jetzt kann man sagen, so nach dem dritten Mal wird es dann auch was werden. Da bin ich fest davon überzeugt und das als Statement erstmal vorweg. Vielen Dank. Herr Schick. Ja, mein Name ist Andreas Schick. Ich bin Geschäftsführer der Netze Südwest in der einen Rolle. In der anderen Rolle habe ich aber auch noch ein bisschen was mit dem DVGW zu tun. Ich bin auch Landesbotschafter zusammen mit einem weiteren Kollegen, dem Heinz-Werner Hölscher, das ist der Vorstand der Badenova, für den Gasnetzgebietstransformationsplan. Und ich darf versichern, ich habe das Wort nicht erfunden. Also es gibt ein Projekt, das heißt H2 vor Ort und das beschäftigt sich damit, wie der Wasserstoff, der aus dem Kernnetz kommt, das haben Sie wahrscheinlich in den Nachrichten schon gehört, dann später in die Verteilnetze übertragen wird, wie da die Umstellung aussieht. Von Hause aus bin ich Ingenieur für Rohstoffe, Energie und Umwelt. Ich habe viele Jahre als Bauleitplaner gearbeitet, über 20 Jahre insgesamt, in verschiedenen Ingenieurbüros, das heißt Planung und Genehmigung von Bebauungsplänen, von Windrädern, von Stromtrassen, alles was dazugehört. Ich war einige Jahre tätig als Prokurist in einem Photovoltaikunternehmen, das heißt, ich habe auch viel mit erneuerbaren Energien zu tun gehabt. Ich habe für die NBW, als ich vor jetzt knapp 14 Jahren dorthin gekommen bin, zunächst Windräder projektiert. Das heißt, ich kenne auch diese Seite ganz gut mit den Genehmigungsverfahren. War dann noch einige Jahre bei der Netze BW im 110 kV Stromnetz tätig und seit 2017 bin ich Geschäftsführer der Netze Südwest. Von vornherein auch mit dem Gedanken, wie kann man ein Gasnetz in ein klimaneutrales Wasserstoffnetz transformieren. Was uns da drin umtreibt ist, Sie haben es so ein bisschen mitbekommen von meinem Werdegang, ich war so in allen 3 Sektoren, die uns eigentlich in der Energie- und Wärmewende beschäftigen, also Strom, Wasserstoff und Wärmenetze, tätig in der Vergangenheit. Und nachdenklich geworden sind wir vor einiger Zeit, als wir angefangen haben, mit unseren Industriekunden zu reden und die gefragt haben, wohin wollen sie denn transformieren? Und aus den Gesprächen raus eigentlich zunehmend die Rückmeldung kommt, ja, wenn die Energie hier immer teurer wird, also wir werden nicht unbedingt das investieren, was sich einige hier vorstellen. Dann gehen wir ins Ausland und gucken, wie wir dort entsprechend zurechtkommen. Wir können in die USA gehen, da kriegen wir sogar 50-70% des neuen Werkes hingestellt und kriegen günstigen Energiepreis. Aber so weit müssen wir gar nicht reisen. Wenn wir in die Schweiz gehen oder wenn wir nach Frankreich gehen oder wenn wir nach Osteuropa gehen, dann kriegen wir das schon 20-30% billiger und wir haben einfach eine Perspektive auf bezahlbare Energiekosten. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, irgendwie muss es doch möglich sein,
zu gucken, was kostet denn welcher Sektor, weil ich meine, für mich ist unfragbar eigentlich, wir brauchen Strom, wir brauchen Stromnetzausbau, wir brauchen Wasserstoffnetzausbau und wir brauchen sicherlich auch Wärmenetze und müssen diese Potenziale erneuerbarer Energien heben. Aber wir haben bisher immer nur dieses Top-Down bekommen. Ja? Also man hat gesagt, wir gehen davon aus, das wird es wohl nicht genug geben und dieses wird es nicht genug geben und so weiter. Und dann muss wohl schlussendlich die und die Forderung rauskommen. Aber dieses Bottom-up, dass man sagt, was habe ich denn eigentlich vor Ort? Was habe ich an Gebäuden? Was habe ich an Industriezweigen? Und was habe ich dort entsprechend für Kosten und für Möglichkeiten? Weil vor Ort ist in jeder Region sind die Potenziale unterschiedlich, die Gebäude sind unterschiedlich. Das haben wir uns angeguckt. Ich habe mal so ein paar Folien mitgebracht, möchte ich nicht so viel dazu Sie langweilen, wenn das mit diesem Zauberstab jetzt hier funktioniert, hervorragend. Also hier sehen Sie mal, wir haben schon vor 2-3 Jahren angefangen, Tools zu entwickeln. Da waren wir einer von wenigen Netzbetreibern. Wir sind übrigens der größte Gasverteilnetzbetreiber in Baden-Württemberg mit 5000 Kilometer Netzlänge, einem Netz in Nordbaden und einem im Oberschwaben, insgesamt 3200 Quadratkilometer Fläche. Und hier kann man quasi in diesen Tools sehen, können wir einerseits anschauen, was haben wir für Gebäude, was haben die für Wärmebedarfe, was haben die für Wärmeliniendichte, womit heizen die heute, was haben die für CO2-Verbräuche. Und andererseits können wir aber auch zeigen, was haben wir für Potenziale, also Aufdach-PV-Potenzial, Windenergiepotenzial, Wärmeaussehen, Tiefengeothermie, was ja hier auch ein Thema ist in der Region. Und daraus verschneidet es quasi Wärmenetze und wir können dann auch aber mit dem Tool ausrechnen, was kostet so ein Netz und was würde denn die Transformation der Netze vor Ort kosten, beziehungsweise was kostet das, ein Nahwärmenetz aufzubauen, und haben uns dann die Kosten angeschaut. Ich gehe da nur ein bisschen schneller drüber. Es gibt aber auch sowas hier wie den Preismonitor für Wärmenetze vom Bundesverband der Verbraucherzentrale. Die haben sich einfach angeschaut in ganz Deutschland, was kostet denn Fernwärme und Nahwärme. Und wenn Sie wissen, was Sie vielleicht heute zahlen, wenn Sie noch nicht an einem Fern- und Nahwärmenetz hängen, also der Durchschnittspreis, der liegt zurzeit bei 19 Cent. Das ist deutlich höher als das, was die meisten vermutlich kennen, Tendenz steigend. Und wenn Sie sich sowas angucken in kleineren Wärmenetzen, dann wird es dann eher teurer. Dann ist der Durchschnittspreis nämlich eher so bei 22 bis 29 Cent, je nachdem, wie die aufgestellt sind. Weil Sie brauchen ja auch immer erstmal einen Wärmegrundstoff. Und interessant ist, das sieht man auch, das habe ich hier nicht mitgebracht als Folie, die meisten dieser Wärmenetze werden mit Gas, mit Öl und eben nicht dekarbonisiert betrieben. Das heißt, auch da gibt es noch einen weiten Weg zu gehen. Und die Frage, die sich natürlich jeder stellen muss, ist, wenn ich jetzt ein Potenzial habe als Abwärme aus einem Betrieb, dann ist das total sinnvoll, die zu nutzen. Und dann sind diese Wärmenetze auch viel günstiger. Es gibt auch sehr positive Beispiele. Aber wenn ich das erst wieder aus einem herkömmlichen Rohstoff beheizen muss, dann ist es oft schwieriger. Und wir gucken uns aber auch das Thema Stromnetze an. Was kostet denn der Stromnetzausbau? Ich bin mit dem DVGW, mit dem DBI, mit der Energiedenkfabrik Ruhr und dem EWI in Köln sind wir in einer Studie, die genau mal anschaut, was kostet der Stromnetzausbau. Wir hören ja diesen plakativen Spruch, immer Wind und Sonne schreiben keine Rechnung. Das stimmt, weil ich brauche gar keinen Brennstoff dafür. Aber wenn der Stromnetzausbau ziemlich teuer ist, und das kann man inzwischen auch sagen in dieser Studie, also ich kann Ihnen sagen, dass wir die Studie deswegen gemacht haben, weil wir uns gefragt haben, gibt es diese Zahl? Wir haben sie nirgends gefunden. Und dann haben wir uns gefragt, warum gibt es die nicht? Hat das doch keiner untersucht? Dann muss man das untersuchen. Oder hat man das untersucht und wollte es uns nicht sagen? Dann wird es vielleicht einen Grund dafür geben. Und deswegen haben wir uns das angeschaut, weil aus diesen Stromnetzausbaukosten entstehen Netzentgelte. Und die werden auf den Strompreis aufgeschlagen. Und dann ist natürlich am Ende die große Frage, wo kommt denn der Strompreis hin, wenn wir im Netzentwicklungsplan 2023 das Ziel haben, insgesamt 20.400 Kilometer Stromnetz auszubauen. Das ist nochmal erhöht worden im letzten Jahr von 14.000 auf über 20.000 Kilometer. Und da muss man das mal in einen Vergleich bringen. Ich habe hier ein paar Zahlen mitgebracht, aber da kommen, glaube ich, noch ein paar spannende Fragen, da kann ich drauf eingehen. Und wir gucken uns auch an, was kostet denn das Thema Wasserstoff. Da gibt es auch immer den plakativen Spruch, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aus unserer Sicht raus, man sieht hier an den Zahlen, es ist natürlich klar, ich brauche immer erst den Strom, um Wasserstoff herzustellen.
Aber wir haben auch immer neue Verfahren, die höhere Wirkungsgrade da drin haben. Das heißt, es ist ein Upside. Wasserstoffproduktion über einen Elektrolyseur ist aus unserer Sicht kein Hightech-Produkt, sondern eher ein Mid-Tech-Produkt, was man weiterentwickeln kann. Aber der Netzausbau ist viel günstiger. Und wenn man weiß, dass wir heute 20% Elektronen in unserem Energiesystem haben und 80% Moleküle, das heißt 20% Strom und 80% Gas, Öl und was da dazugehört, dann sieht man auch, wie schwer das ist, das alles in Strom umzuwandeln, weil insgesamt reden wir hier über alle Ebenen von 3279 Terawattstunden Energie. Und das zeigt auch nochmal, wo wir stehen. Sie hören oft in den Nachrichten, wir sind schon 50% grün mit der Energie. Gemeint ist damit das Stromnetz, wenn wir halt erneuerbare Energien haben. Aber wir brauchen ja auch speicherbare Energie, um quasi dann, wenn wir Dunkelflauten haben, entsprechend die Stromnetze und die Versorgungssicherheit herzustellen. Und deswegen ist es eben ganz gut, das nebeneinander aufzustellen. Das heißt, wenn jetzt das Netz hier viel günstiger ist, ich einen Speicher brauche und ich dann im Grunde genommen aber auch sehe, dass viele Länder außerhalb von Deutschland schon erkannt haben, dass Wasserstoff das neue Öl ist. Und wir haben gerade von Professor Pinkwart von Forschungsprojekten gehört. Da habe ich eine sehr spannende Karte gesehen, wo man sich angeguckt hat, wo gibt es denn in Deutschland überall Forschungsprojekte? Und interessanterweise gibt es die meisten Wasserstoffforschungsprojekte nicht etwa in Baden-Württemberg und Bayern, die eigentlich am weitesten weg sind von Offshore-Windparks, sondern es gibt die tatsächlich mehr in Nord- und Mitteldeutschland und Ostdeutschland. Das bedeutet aber eigentlich, wir bräuchten doch diesen Wasserstoff, um den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg hier zu besichern und auch entsprechend klimaneutral aufzustellen. So, Kosten können wir gleich noch was zu sagen. Das heißt, was wir uns anschauen ist, wir wollen die Klimaziele erreichen, das ist gar keine Frage, das ist auch ganz wichtig. Aber die Frage ist, wir müssen das gesellschaftlich und vor allen Dingen für einen Wirtschaftsstandort, für den Mittelstand in Einklang bringen. Und da sind wir eben dran zu gucken, wie kriege ich das denn hin? Vielleicht sollte man das nochmal nebeneinander rechnen und dann einfach mit einem gescheiten Blick dann nochmal zusammenstellen, weil wenn wir ehrlich sind, wissen wir Stand heute nicht genau, was wird Strom am Ende der Zeit kosten und wann werden wir ihn wie über die Netze verfügbar haben. Wir wissen auch nicht ganz genau, was wird Wasserstoff kosten. Und wir wissen aber, dass Wärmenetze ganz schön teuer sind. Und man kann das zusammenfahren, wir fahren auf Sicht. Und wenn ich jetzt Kommunen quasi dazu nötige, heute Entscheidungen zu treffen, auf dieser Basis, dann könnten die mitunter so falsch sein, dass uns das später nochmal sehr in die Reue bringt. Und deswegen sagen wir, am Ende müssen die Kommunen, die Gemeinde- und Stadträte dafür gerade stehen. Und deswegen muss man denen auch zusichern, alles zu untersuchen, das ist ganz klar, aber dann auch zu entscheiden mit gesundem Menschenverstand, wo die Technologie und was wann verfügbar ist. Vielen Dank. Jetzt kam immer wieder das Beispiel der Hindenburg. Deswegen dachte ich, wäre es mal gut, mit diesen Narrativen kurz mal aufzuräumen. Wie gefährlich ist es, wenn Wasserstoff bei mir in die Heizung gelangt? Kann da was passieren? Beim Flyer verteilen zu dieser Veranstaltung heute Abend war das auch immer mal wieder die Rückfrage, was passiert, wenn dieser Wasserstoff bei mir zu Hause hochgeht? Besteht die Gefahr überhaupt? Also dann fange ich mal damit an. Der Wasserstoff ist nicht krebserregend, er ist nicht radioaktiv, er ist nicht umweltschädlich, er ist nicht wasservergiftend. Er ist ein bisschen anders. Wasserstoff verbrennt sehr schnell, extremst schnell. Wasserstoff hat eine sehr breite sogenannte Detonationsgrenze. Das heißt also, in unterschiedlichen Gemischen mit Luft kann es zu einer Detonation kommen und diese Detonation heißt, eine Druckwelle breitet sich dann aus. Wasserstoff ist das kleinste Molekül, was wir haben auf unserer Erde. Das heißt, das kriecht durch nahezu alles durch. Ich muss extreme Anstrengungen vornehmen, um das Wasserstoffmolekül irgendwo festzuhalten, in einen Drucktank hineinzugeben. Also da muss ich sehr, sehr großen Aufwand betreiben. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, so wie Sie das angesprochen haben, wir haben eine Leckage in einen Keller. Ja, dann muss dieser Keller absolut dicht sein, dass das Wasserstoffmolekül da nicht herauskriechen kann. Und wer hat einen absolut dichten Keller? Ich glaube, keiner von uns. Dann brauchen wir, wenn das Wasserstoffmolekül dort hinausgekrochen ist, auch die entsprechende Sauerstoffkonzentration dazu im richtigen Verhältnis, sodass es dann zu einer Explosion kommen könnte. Ja. Natürlich
können solche Situationen auftreten. Wir machen solche Untersuchungen zum Beispiel in Tiefgaragen oder Parkhäusern, die aus einer Betonmasse bestehen und durchaus mal ohne Fenster gebaut sind. Das heißt, da gibt es durchaus Situationen, wo ich Ecken habe, wo sich dann eben der Wasserstoff anreichern kann in einer Ecke und eben nicht durch den Beton durchdiffundieren kann. Und dann muss ich mir anschauen, okay, wie groß darf dort die Wasserstoffkonzentration sein oder wie groß kann die dort sein, wenn ich eben mit einem Fahrzeug dort stehe oder eine Leitung dort entlang gehe, wo Wasserstoff herauslecken kann. Und dann muss ich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Die sind genauso, wie die Sie heute für die Gasheizung treffen müssen. Ja? Also Sie müssen für gute Durchlüftung sorgen. Sie haben Odorierungsmittel da drin, damit Sie das riechen. Auch der Wasserstoff wird zukünftig mit Odorierungsmitteln versorgt werden, sodass wir ihn, eben weil wir ihn nicht sehen können, aber riechen können dann rechtzeitig. Genau, also von der Warte her ist das für mich ein sicheres Molekül. Ja? Ich werde häufig gefragt auch, wenn ich die Wahl hätte, ob ich mir ein batterieelektrisches oder ein Wasserstofffahrzeug kaufen wollte, bezahlen könnte, dann würde ich mir sofort einen Wasserstoff-Pkw kaufen. Ja? Weil wenn dort ein Unfall passiert und der Wasserstofftank kaputt gehen würde, dann ist er innerhalb von wenigen Minuten aus dem Tank senkrecht nach oben entwichen. Nun, jetzt können wir mal sagen, okay, wenn da ein Zündfunke da ist, ja, dann entzündet sich der Wasserstoff und der ist mit 2800 Meter pro Sekunde brennt Wasserstoff ab. Also der ist innerhalb von wenigen Minuten sind diese 9 Kilo oder 10 Kilo oder 20 Kilo, die dann in diesem Tank drin sind und auch in den LKW-Tanks entsprechend abgebrannt. Ja. Er brennt zwar mit einer so hohen Temperatur ab, das heißt also, ich habe um dieses Brandloch sicherlich da sage ich mal, Temperaturprofile, aber der Feuerwehrmann, der mich vielleicht aus meinem eingequetschten Fahrzeug herausholen muss, der kann an das Fahrzeug ganz sicher herangehen, kann mit dem Schneider da hantieren und mich rausholen. Das sieht anders aus, wenn ich in einem Fahrzeug sitze, was einen Benzintank hat, der leckt und das Benzin in Brand geraten ist. Und bei einem Metallbrand, also sprich, wenn eine Batterie brennt, dann kann ich nur zuschauen, wie das Fahrzeug eigentlich abbrennt und viel Wasser draufschütten, damit der Brand temperaturtechnisch unter Kontrolle gehalten wird. Also das vielleicht aus meiner Sicht heraus zum Thema Wasserstoffsicherheit. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Mein Team bei Fraunhofer hat vor Jahren an der Entwicklung der größten Wasserstoffanwendung in der Mobilität mitgearbeitet. Das sind die Wasserstoff-U-Boote der Bundeswehr. Die sind Verkaufsschlager von ThyssenKrupp HDW. Die werden weltweit seit über 20 Jahren überall hin verkauft. Und ich glaube, es hat noch keiner irgendwas von einer Wasserstoffexplosion, Unfall von einem dieser U-Boote gehört. Ja. Also das funktioniert, das lässt sich alles gut handeln. Ja, das vielleicht so zu Ihrer Frage. Genau, das wäre ein Narrativ. Das Zweite, oder wollen Sie noch kurz was dazu sagen? Ich hätte noch ein paar wenige Ergänzungen, weil wir als DVGW machen ja das Regelwerk auch genau dafür, dass es sicher wird. Das hat jetzt die letzten 100 Jahre auch wunderbar funktioniert. Und das Regelwerk ist auch schon auf Wasserstoff ausgelegt. Das heißt, auch da wird es funktionieren. Es sind auch sehr viele Tests gelaufen, Untersuchungen gelaufen im praktischen Bereich. Sind die Bauteile, die als Sicherheit eingesetzt werden, auch wasserstofftauglich, die heute schon verwendet werden? Was ist die Diffusionsfähigkeit des Wasserstoffs in den Leitungen? Was gibt es da für Probleme? Wenn eine Leckage passiert, wie schnell bläst der Wasserstoff raus? Kann das zu einem Problem führen? Auch im Vergleich zu Testmethoden, zum Methan, zur Luft. Und da kann man schon sagen, ich bin entspannt. Also ich täte mir sofort eine Wasserstoffheizung einsetzen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Technologie, die eingesetzt wird, mit der Odorierung, mit den Sicherheitsmethoden, die man heute fürs Erdgas schon nutzt, auch den Wasserstoff sehr gut im Griff hat. Und solange keiner anfängt, das Ding zu manipulieren, das gleiche wie beim Erdgas, wird auch nichts passieren. Also deswegen kann ich einfach nur sagen, die Technologien, die eingesetzt werden, die sind geprüft.
auf Herz und Nieren und sind damit sicher. Und das ist, wie gesagt, keine Technologie, die jetzt heute neu erfunden wird, sondern es sind Technologien, die in der chemischen Industrie seit 100 Jahren angewendet werden und damit natürlich auch eine entsprechende Erfahrung hinten dran sitzt und von dem her vollkommen entspannt. Kann ich noch eins ergänzen? Gerne. Das Spannende ist ja, selbst bei uns, die Monteure, die Meister, die waren verunsichert durch das, was man so gehört hat. Ja, ist denn das sicher? Und wenn wir das jetzt bei uns ins Netz reinpacken, etc. pp. Und ich fand es sehr spannend, weil ich war beim Deutschen Brennstoffinstitut, das war jetzt schon 3 Jahre her. Und die haben dann so Praxisversuche gemacht, wo man sich das anschauen konnte. Also die haben angefangen am Anfang mit einem ganz normalen Gasbrenner, so ein Einflammenherd, wie man das früher hatte aus den 70er Jahren, haben den erst mit 100% Erdgas beaufschlagt. Da war die Flamme dann entsprechend, wie wir das so kennen, blau, und haben dann nach und nach umgestellt, das auf 100% Wasserstoff umzustellen. Und was passiert ist, die Flamme wird dann rot. Und dadurch, dass die Fließgeschwindigkeit von Wasserstoff größer ist, aber diese Platte aus den 70er Jahren dafür nicht ausgelegt war, hat es einen so einen kleinen Knall gegeben, weil dann im Grunde genommen die Düse das nicht mehr verpackt hat. Ist aber nichts Schlimmes passiert. Im Grunde genommen hat man dann danach einfach ein Lodern kurz gesehen und dann war es aus. Das heißt also, das war für mich der erste wichtige Punkt, aber die machen auch andere Versuche, dass sie einfach mal eine Verpuffung mit Erdgas und mit Wasserstoff provozieren oder eine Leitung abreißen, wo 100% Wasserstoff drin ist, was wir ja täglich auf Baustellen erleben. Und wie wir es gerade schon gehört haben, Wasserstoff ist dann viel flüchtiger an der Stelle. Es ist also eigentlich eher ungefährlicher. Und die ganzen Monteure habe ich später auch zu dieser Schulung hingeschickt, als sie es in der Praxis sehen. Und es ist keiner zurückgekommen und hat gesagt, oh, jetzt habe ich aber Angst. Sondern im Gegenteil, die Leute haben alle gesagt, es ist absolut handelbar. Und wir haben auch gerade über Gefahren an sich gesprochen. Es gab so skurrile Szenarien, dass man auch gesagt hat, jetzt ist hier vielleicht ein Unfall passiert, was passieren kann, aber man darf nicht vergessen, dass im deutschen Stromnetz jedes Jahr 5 bis 6 Mal mehr Leute sterben als im Gasnetz zum Beispiel. Ja, das heißt also, das wird gerne immer vergessen. Wir hatten gerade das Autobeispiel gehabt. Die Leute fahren viel Auto. Im Flugzeug, das empfindet man als gefährlicher, aber auch da sterben wesentlich weniger Leute. Ich glaube, entscheidend ist, wie sorgfältig man mit der Technologie umgeht. Da haben wir die Regelwerke und wie wir gerade gehört haben, in geschlossenen Räumen, das ist das Thema, was man entsprechend sich gut anschauen muss. Das kann man mit Odorierung, das kann man mit Sniffern, die quasi installiert werden, dann entsprechend auch gut kontrollieren. Insofern aus meiner Sicht auch problemlos. Und was auch immer vergessen wird, es wird immer gesagt, ja, wie wasserstoff-ready sind denn die Netze? Das war für mich auch ein großes Lehrbeispiel. Also bei uns zum Beispiel sind die Rohrleitungen alle heute schon zu 100% wasserstoff-ready. Und in ganz Deutschland sind 97% aller Rohrleitungen von Netzen wasserstoff-ready. Und das Spannende dabei ist, dass wir gesehen haben, wir gucken gerade immer nach einzelnen Materialien, also Schieber, Verdichter, Druckstationen. Und das Thema, was wir dort meistens haben, sind Dichtungen. Und es gibt in Deutschland schon 2 große Wasserstoffnetze, die 100% Wasserstoff fahren. Die sind privat von der Linde und von der Air Liquide, weil die das produzieren. Das eine Netz hat, glaube ich, so 368 Kilometer, das andere 160, 170 Kilometer. Und wir haben die auch gefragt, was verwendet ihr denn für Materialien? Und dann haben die uns angeguckt und gesagt, naja, wir sprechen mit den Herstellern über die Dichtung, aber am Ende sind das die Standardmaterialien, die ihr auch heute im Einsatz habt. Und deswegen wundert es uns auch gerade nicht, dass wir immer mehr Materialien wasserstoff-ready gemeldet bekommen. Wir haben es auch hier mit dem Engler-Bunte-Institut zusammen angeschaut. Da ging es auch immer darum, sind denn die Zähler wasserstoff-ready? Und wir haben die 2 gängigsten G4-Zähler, die bei uns im Netz verbaut sind. Zu über 90% sind die verbaut. Mit den Kollegen der Netze BW dort in einem Praxistest angeschaut. Und siehe da, die sind voll wasserstofftauglich. Vielen Dank. Ja. Da kommt eine Meldung aus dem Publikum, wenn ich das richtig gesagt habe. Ich kann noch sagen, ab welchem Baujahr die Netze oder die Leitungen entsprechend sicher sind. Also da, ja. Weil wir haben ja hier im Haus viel Altbau, das wird dominiert. das ist richtig. Alle aus vom Zweiten Weltkrieg. Ja, so viel ist es nicht mehr, da ist viel ausgetauscht worden, aber das Alter ist vollkommen unerheblich. Es kommt rein auf das Material drauf an. Selbst es gibt in den Hausanschlussleitungen oder in den
Leitungen selber gibt es noch Hanfleitungen, die das gemacht haben. Gibt es auch im Tiefbau noch, dass ab und zu mal eine Hanfleitung noch zu finden ist. Aber auch Hanfleitungen sind dicht. Also ist auch nicht das Problem im Wasserstoff. Erstens hat man das in den 70ern hier noch mit Hanfleitungen gemacht, mit dem Stadtgas, wo 50% Wasserstoff drin war. Und die neuen Leitungen oder alle Leitungen im Endeffekt materialtechnisch kein Thema. Der Mechanismus einer Wasserstoffversprötung funktioniert ganz anders, als man sich es eigentlich gemeinhin vorstellt. Das hat nichts mit dem Molekül Wasserstoff an sich zu tun, sondern das wird dissoziiert, dass es als Atom dann vorliegt, wandert rein an die Fehlstellen, baut sich wieder zusammen, baut Spannungen auf. Und erst dann, wenn ich sehr viel Druckschwankungen reinkriege, und zwar hohe Druckschwankungen von 40 bar und mehr, wird es zu einer Wasserstoffversprötung kommen. Gut, wir aus der Verfahrenstechnik kennen es dann noch mit hohen Temperaturen, da wird es dann noch mal ein bisschen anders interessant. Aber diese Druckschwankungen haben wir im Verteilnetz definitiv nicht. Da sind wir normal unter 16 bar, da sind wir weit davon entfernt, dass wir irgendwo ein Problem kriegen. Die Materialien, Kunststoffrohrleitung sowieso, Stahlleitung auch kein Thema. Die einzigsten Materialien, die problematisch sind Gussleitungen, also Graugussleitungen. Aber davon gibt es in Deutschland nahezu keine mehr. Da gab es ich überlege gerade, vor 10, 15 Jahren eine große Austauschaktion, wo sämtliche Leitungen rausgerissen wurden und durch neue Leitungen ersetzt wurden. Also auch da gibt es keine Schwierigkeiten. Selbst wenn diese Austauschaktion nicht war, in einem Altbau, dann habe ich die Probleme. Im Altbau, im Privathaus werden Sie keine Gussleitung finden. Das gibt es nicht. Das sind nur Leitungen, die als Gasleitung im Boden vergraben worden sind. In Bauten, Privathäusern oder in anderen haben sie Stahlleitungen, Kupferleitungen, heute Kompositleitungen mit entsprechenden Dichtungen drin. Kann geflanscht sein, kann gepresst sein, kann mit verrohrt sein, also man sie verschraubt hat. Aber das ist alles geprüft und als gut befunden worden. Von dem her, ja, sicher. Genau, ich würde noch mal kurz darauf hinweisen, gerne die Fragen auf die Zettel schreiben. Das hat den Hintergrund, die kann man dann beim Herrn Schneider abgeben. Der Hintergrund ist, wir nehmen das Gespräch auf hier vorne und spätere Hörer verstehen die Frage dann nicht. Wir würden die deswegen auch am Schluss gerne sammeln und dann die Fragen hier vorne vortragen. Das ist einfach wichtig, auch für den Ton. Genau. Wir kommen noch zu dem zweiten Narrativ. Einer hat es vorhin schon mal angesprochen, die Champagnerlösung, Wasserstoff. Der Dr. Traut hat es auch herausgesucht, das kommt von der Energieökonomin Claudia Kempfert. Und auch der Bundesminister Habeck hat es jetzt vor einem Monat eigentlich revidiert und gesagt, Wasserstoff ist eigentlich nicht mehr die Champagnerlösung. In der Debatte hier in Karlsruhe im Rathaus wurde es aber immer wieder hervorgeholt, als es darum geht, wir möchten in Karlsruhe alles all-electric machen. Der Wasserstoff als Lösung kommt gar nicht in die Tüte, weil er so teuer ist, weil er der Champagner ist, der Energiewende. Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen. Stimmt das noch? Oder kann man hier dem Herrn Habeck recht geben, der sagt, es ist eigentlich nicht so? Also Wasserstoff ist definitiv kein Champagner der Energiewende, darf auch nicht sein. Zum einen wäre das eine regionale Bezug, weil Champagner bloß eine kleine Region in Europa darstellt, aber mal Scherz beiseite. Den kleinen Seitenhieb musste ich loswerden, wenn man schon mit gutem badischem Sekt auch kommen könnte, der nicht Champagner genannt werden darf. Aber schlussendlich geht es darum, die Energie, die wir hier verbrauchen, ist das Wesentliche, was notwendig ist. Die Energie ist unser Lebenselixier in unserer Gesellschaft. Wir können nur mit Strom, mit Gas, auch mit Flüssigkraftstoffen momentan unterwegs sein, weil unser System darauf ausgelegt ist und auch die nächsten Jahrzehnte nicht so schnell umgebaut werden kann. Dann muss man überlegen, warum kam dieser Ausspruch? Der kam daher, dass man der Meinung war, dass Effizienz das alleinige Kriterium oder das wesentliche Kriterium war, um einen Energieträger oder Energieform zu titulieren oder zu bewerten.
Das war allerdings jetzt schon ein paar Jahre her. Seitdem hat man festgestellt, es ging nicht so schnell vorwärts, wie man gedacht hat. Man hat viele Hürden gesehen, man hat viele Hemmungen gesehen. Aus welchen Gründen auch immer, das kann man lange diskutieren, ist aber, glaube ich, heute nicht das Thema. Sondern wir haben den Fakt, dass wir nicht so weit sind, wie man es vor 10 Jahren erhofft hatte. Und die Zeit doch sehr drängt, um die Ziele auch zu erreichen. Von dem her kommen andere Kriterien auch zum Tragen. Wir haben es jetzt vorhin auch gerade gehört, Netzentgelt, also sprich, was kostet was. Da hat man auch gesehen, man ist zum Beispiel so mit 500 Terawattstunden Strom für 2050 gestartet, vor 15 Jahren oder 20 Jahren in den Studien. Heute hat der NEP, der jetzt gerade rausgekommen ist, Netzentwicklungsplan, danke, ja, ich darf nicht so in Abkürzung reden. Der Netzentwicklungsplan Strom, um es ganz genau zu machen, für die Zukunft bis zu 1400 Terawattstunden Strom, also die 3-fache Menge grob tituliert oder ausgegeben. Und das wird wahrscheinlich nicht das Ende sein. Und da sieht man, dass da ganz andere Ideen jetzt reinkommen, Realitäten reinkommen. Zum nächsten auch muss man dann als Kriterium ansetzen, wir brauchen Schnelligkeit, weil die Zeit drängt. Schnelligkeit bedeutet aber, wir nutzen die Infrastrukturen, die wir heute zur Verfügung haben. Dazu gehört das Gasnetz, dazu gehört die Verteilung von Flüssigkraftstoffen, auch Wärmenetze und Ähnliches. Und das Zweite, was ganz wichtig bei solchen Sachen ist, dass wir alles nutzen, was wir zur Verfügung haben, um das System überhaupt dahin zu kriegen, wo wir hinkommen wollen, um das Ziel zu erreichen. Dann kommt noch die Akzeptanz hinzu. Wir haben eine sehr lange Diskussion oder jahrelange Diskussion gehabt in der Gesellschaft. Was wird akzeptiert, was wird nicht akzeptiert? Und auch hier sticht momentan die vorhandene Infrastruktur, eine neue Infrastruktur, weil man wenig machen muss. Dann kam die Diskussion dazu, wo kriegen wir das Ganze her? Strom haben wir ja, war noch die Idee 500 Terawattstunden, wäre auch kein Thema gewesen, hätte man in Deutschland locker auch hingekriegt. Jetzt sind wir bei deutlich höheren, da wird man feststellen, die Terawattstunden können wir in Deutschland zwar produzieren, aber dann haben wir schon eine recht hohe Erzeugungsdichte hier in Deutschland akzeptiert. Ob das so kommen wird, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Das werden wir in ein paar Jahren wissen. Aber wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Energie, und das ist auch akzeptiert, von außen reinholen müssen. Und da stellt sich dann die Frage, welche Energieform wird es sein? Und wenn ich Wasserstoff dann herannehme, werden jetzt Fakten geschaffen. Wir haben von den Netzen gesprochen. Da wird jetzt in Deutschland das Backbone-Netz, Backbone-Netz heißt einfach ein Wasserstoffkernnetz, so heißt es im Deutschen, dann gebaut. Dieses wird angedockt an das europäische Wasserstoffnetz, und das europäische Wasserstoffnetz hat die Bereiche Richtung Marokko, Richtung Algerien, Richtung auch Ukraine, wenn es dort wieder funktioniert, Richtung Norwegen, dass wir aus verschiedensten Seiten Gas nach Deutschland kriegen können. Es wird auch gebaut, es sind erste Projekte angestoßen worden, und von dem her kann man sagen, wir werden definitiv Wasserstoff zur Verfügung haben. Und es ist definitiv kein Champagner, sondern es ist ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Baustein der Energiewende, die wir nutzen müssen, um die Ziele zu erreichen. Ob damit gleichzeitig alle Sektoren bedient werden, sei noch dahingestellt. Es gibt große Hebel, es gibt kleine Hebel, und das müssen wir mitnehmen. Da kommen dann die Kosten gleich auch wieder ins Spiel. Wir sprechen hier von den CO2-Vermeidungskosten, die wir haben. Und da kommen wir dann von der volkswirtschaftlichen, die betriebswirtschaftliche Seite, wo auch einfach ich habe es ganz am Anfang gemeint, diese hohe Flugebene, diese Adlerflugebene von oben oder Vogelflugebene in die Froschflugebene zurückkommt und eine Entscheidung des Einzelnen gefordert wird, was kann er sich leisten, was will er sich leisten, um die Energiewende dann voranzubringen. Und das ist genau das, warum wir hier auch heute sitzen. In den Haushalten wird viel entschieden werden, und da gilt die Volkswirtschaft nicht unbedingt, sondern da ist eher eine betriebswirtschaftliche Sichtweise anzusetzen. Zumal hier dann noch auch
Fragestellung der Finanzierung dazu kommen. Nicht jeder kann sich etwas finanzieren oder kann so einen Umbau finanzieren, der teuer ist. Und, oder kriegt einen Kredit oder Ähnliches. Das sind alles so Fragestellungen, die da mit reinkommen, die langsam immer mehr zum Tragen kommen, wo man dann sieht, wir kommen von einer idealen Welt in eine reale Welt und müssen praktikable Lösungen finden, um das zu bewerkstelligen. Deswegen könnte ich das eigentlich als Schlussstatement gleich ansetzen. Wir müssen alles ziehen, was ist, was praktikabel umsetzbar ist, sodass wir die Kosten möglichst gedrückt halten. Das würde ich ganz gern. Weniger als Stichwort, das würde ich gerne mal ganz gern aufgreifen und so eine kleine Kostenrunde machen. Die Kosten waren jetzt schon ein paar Mal im Gespräch. Wir haben vorhin gesehen, jetzt mit Ausbaukosten Strom, 600 Milliarden, in Summe 700, ist man sich nicht ganz schlüssig. Verteilnetze kommen dazu. Wir haben jetzt gehört, Champagner ist es nicht. Wir haben gehört, es gibt verschiedene Quellen. Ich glaube, Italien ist auch. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man darüber spricht. Ein Neom-Projekt in Saudi-Arabien, Ländern, wo man vielleicht 2.000, 3.000 Benutzungsstunden Sonne hat und auch entsprechend Wind, dass da auch die Möglichkeit besteht, das per Ammoniak eben zu importieren. Jetzt haben wir mal die Frage, was denn den Endanwender jetzt auch interessiert, der jetzt sein Haus hat, der hat seine Gasheizung und sagt, okay, ist das Ganze jetzt für mich eine Alternative? Ist es, wir hören Stromheizung, ist es, also nicht die endgültigen Preise weiß man noch nicht genau, aber ist es konkurrenzfähig jetzt letztendlich zu einer Wärmepumpe von dem Preis? Wenn man auch mit betrachtet, ich muss vielleicht mein Haus umbauen, das ist jetzt mal angedeutet worden, ich muss komplett sanieren, ich muss vielleicht eine Fußbodenheizung einbauen und auf anderer Seite, was habe ich für Kosten, wenn ich jetzt umstelle auf Wasserstoff? Und der Fissmann, der da am Wasserstoffrat sitzt, hat mal gemeint, ich glaube gehört zu haben, der hat es gesagt, können Sie vielleicht bestätigen, wenn mein Brennwertkessel H2 ready ist, dann ist die Umstellung 150 € für ein Umrisskit für die Zündung, um das entsprechend einzustellen. Wie sieht es jetzt? Ist es konkurrenzfähig? Die Stromseite argumentiert, Jahresarbeitszahlen 4, 5. Ich habe so meine Zweifel, ob das stimmt. Das heißt, man müsste eigentlich ein Fünftel des Preises dann niedriger sein als Strom. Also passt das? Vielleicht, ich glaube, man muss nochmal unterscheiden, über welche Gebäude wir sprechen. Ich bin selbst auch Energieberater und was immer lange vergessen worden ist, 2/3 aller Gebäude in Deutschland sind bis 1979 errichtet worden. Und über 80% aller Gebäude sind kein KfW 70 Standard. Das ist sozusagen das, was die Gebäudehülle kann an Wärme. Ja, wenn Sie sich das mal anschauen, also die Gebäude, die wir kennen, das kennen Sie selbst auch, die haben in der Außenwand am Anfang Fachwerk gehabt, dann kam Vollziegelbauweise, dann kam Hohllochziegelbauweise, dann kam Holzständerbauweise, Ytong und diese Niedrigenergiestandards, also KfW 50, 40 aufwärts bis zum Passivhaus, die gibt es eigentlich erst seit 2003, 2004 aufwärts. Vorher gab es die noch gar nicht. Und entscheidend ist, dass wir sagen, wenn ich heute ein neues Haus baue, die Hülle habe, dann ist dieses Haus darauf optimiert. Dann habe ich auch Flächenheizung, wo diese elektrische Wärmepumpe ganz andere Effizienz einbringt. Da gibt es einen Wert, das nennt man Koeffizient of Performance, also wie viel Strom muss ich in dieses Gebäude stecken, um es damit zu beheizen. Und in einem guten KfW 40 Haus ist das der Faktor 3,7. So, wenn Sie sich aber jetzt die alten Gebäude angucken, und dann nehmen wir jetzt gerade mal Fachwerk und Vollziegelbauweise, dann können Sie in diesem Gebäude die Kellerdecke dämmen und das Dach dämmen. Sie können die Fenster tauschen, Sie können die Heizkörper tauschen. Aber die Dämmung direkt an die Wand vom Haus bauen, das sollten Sie nicht tun, weil Sie haben das Problem, diese Wand atmet nicht. So, das heißt also, dann fault Ihnen entweder der Balken weg in Ihrem Fachwerk oder Sie haben das Problem, dass der Vollziegel schwitzt und Sie dann an den Leibungspunkten entsprechend Schimmelbildung bekommen. Und damit das nicht passiert, müssen Sie die Dämmung vor das Haus bauen, das heißt hinterlüftet. Da wird dann auch gesagt, ja, geht doch auch. Das Blöde ist nur, wenn Sie Luft dazwischen haben, funktioniert das mit dem Dämmen natürlich nicht mehr so gut. Das weiß jeder, der sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. So, das bedeutet aber, diese Gebäude, die kommen nur auf so einen Kopfwert von 1,5, 1,6, also mit Dämmung schon. Und das bedeutet auch, dass Sie dann in diesen Gebäuden 1,7 bis 2-mal mehr Strom verwenden müssen für eine elektrische Wärmepumpe, um entsprechend das Gebäude zu beheizen. Und für diese Gebäude, da sehen wir entsprechend auch das Thema Wasserstoff, weil Sie müssen ja auch, selbst wenn Sie das alles machen, die Dämmkosten mitberechnen, also für Dach, Kellerdecke, Sie müssen die Heizung an sich natürlich tauschen, Wärmepumpe einbauen, Sie müssen die Heizkörper tauschen. Da hat
der Haus- und Grundbesitzerverein, aber auch der Mieterschutzbund ja mal vorgerechnet, das sind für ein Standard-Einfamilienhaus aus dieser Zeit ungefähr 90.000 bis 100.000 Euro. So, wenn ich jetzt eine Brennwerttherme kaufe, die 100% wasserstoffready ist oder die es auch jetzt auf dem Markt schon gibt, von Viessmann und Wolf, dann ist es im Grunde genommen so, dass sie da irgendwo zwischen 8.000, 9.000, 10.000 Euro sind. Sie können aber auch, und das wissen viele Leute gar nicht, eine Absorptionswärmepumpe einbauen. Das heißt, die funktioniert mit Gas oder mit Wasserstoff später. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen wie so ein Automotor mit einem Turbolader. Ja, das heißt, Sie haben in der Mitte eigentlich das Gleiche in klein und durch die Wärmepumpe wird die Effizienz gesteigert. So funktioniert es ja im Strom auch. Interessanterweise ist der Physikeffekt, der physikalische Effekt der gleiche, wird aber nicht so anerkannt wie bei der elektrischen Wärmepumpe, ja, was eigentlich wenig Sinn macht. Diese Art würde so um die 20.000 Euro kosten, ist aber wesentlich haltbarer, weil was man auch leider oft nicht sieht, sagt, ist, dass bei diesen elektrischen Wärmepumpen einzelne Komponenten schon mal früher kaputt gehen und wieder zumindest repariert werden müssen, ja, also was die Haltbarkeit angeht. Ja. So, und dann kommen wir wieder zu dem Thema, also für wen ist das was? Wir brauchen das für diese ältere Gebäudestruktur, da macht es meiner Meinung nach Sinn. Es macht aber auch Sinn natürlich eben für den Mittelstand und für die Industrie, weil wenn wir heute schon sehen, dass wir mit den Stromnetzen eigentlich hinterherhinken, ja, die sind schon in vielen Punkten sehr ausgelastet und wir auch merken, wie langsam dieser Stromnetzausbau vorangeht, dann muss man sagen, macht es tatsächlich Sinn, auch die andere Infrastruktur zu nutzen. Und da sind wir beim Thema Speicher. Das Stromnetz in Europa, das beginnt an der russischen Grenze und geht bis zur Mittelmeerküste rüber. Und dieses ganze Stromnetz, das kann 0,4 Terawattstunden speichern. Und da sind wir übrigens bei der Kollegin Kempfert, die Sie gerade benannt haben. Wer sich es nochmal angucken müsste, es gab mal eine ZDF-Reportage, ich glaube ZDF Zeit war es, da ging es darum, wie lange kann denn das deutsche Stromnetz Strom speichern? Frau Kempfert sagte, wir haben Speicher noch und nöcher. Am Ende kam raus 20 Minuten, ja, in ganz Deutschland. Also da müssen wir schon sehr schnell sein. Also wir haben eine Einsatzzeit, wenn einer die Gasleitung abreißt, dass wir innerhalb von 30 Minuten vor Ort sein müssen, dann wäre es dann schon dunkel. Also von daher ist es schwierig. Das deutsche Gasnetz kann aber 220 Terawattstunden speichern. Und wir werden halt immer Speicher brauchen, weil es nennt sich disponible Leistung im Stromnetz. Und das bedeutet, wenn wir natürlich keine Kernenergie mehr haben und keine Kohle mehr haben und dann kein Öl mehr haben und kein Gas mehr haben, dann muss ich ja mit irgendwas die Energie erzeugen und vor allen Dingen auch, was ganz wichtig ist, das Thema Versorgungssicherheit schaffen. Das ist ja das, was die meisten Leute hier interessiert und das interessiert vor allen Dingen die Industrie. Und ich habe viele Jahre auch international im Flughafenbau gearbeitet, war in Indien, also da fällt so alle 20 Minuten der Strom aus, dann geht irgendwo ein Notstromaggregat an. Da sind die Arbeitsplätze von den Kosten her natürlich für die Industrie interessant, weil da kostet der Stundenlohn viel weniger als hier. Aber unser großes Fund war ja immer die Versorgungssicherheit, dass man hier produzieren kann und man hat eine Sicherheit. Und deswegen glaube ich, ist das an der Stelle nochmal wichtig. Und dann kommen wir nochmal zum Thema Champagner an sich zurück. Ich habe angefangen, Photovoltaikanlagen zu verkaufen. Da kostete das Kilowatt Peak 3.480 Euro. Heute kostet das ein Xtel davon. Also die Frage ist ja, wie komme ich denn dazu, daraus Champagner zu machen oder nicht? Es ist also immer eine Massenproduktion. Wenn wir heute nur 1000 Liter Benzin produzieren würden, dann würde der auch nicht das kosten, was wir jetzt heute an der Zapfsäule dafür bezahlen. Also am Ende des Tages will ich damit sagen, es geht darum, in eine Massenproduktion zu kommen. Es gibt auch noch viele technische Abseits zum Thema Wasserstoff, was viele gar nicht wissen. Es gibt auch weißen Wasserstoff, der kommt in der Natur vor. Da guckt man gerade, wie man den heben kann. Also wenn uns das gelingt, und da gibt es ein ganz großes Forschungsprogramm dazu, dann müsste man den sogar gar nicht unbedingt produzieren, sondern man könnte ihn auch fördern an bestimmten Stellen. Und das zeigt im Grunde genommen das Potenzial, was da drin steckt. Und dann bin ich nochmal beim Thema Photovoltaik. Die ersten PV-Module, die hatten 120, 140 Kilowatt Peak und sind dann immer besser geworden bis heute. Da fragt heute kein Mensch mehr nach über diese Entwicklung, die wir haben. Und das werden wir beim Thema Erzeugung von Wasserstoff mit Elektrolyseuren, Kapillarelektrolyse, aber auch mit Modulen, die auch aus Sonne Wasserstoff produzieren können, noch viele Abseits sehen. Möchte noch jemand ergänzen? Oder? Ich denke auch, wir werden unterschiedliche Tendenzen sehen. Ne? Wir haben
auf der einen Seite den Hochlauf des Wasserstoffmarktes. Das heißt also, der Wasserstoffpreis wird am Anfang ein anderer sein, so wie er am Ende dann ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehen wir einen Rückgang im Erdgasmarkt. Ja? Das heißt also, der dann das letzte Erdgasmolekül kauft, der wird nicht den Preis haben, den er heute dafür zahlt, sondern der wird ein Vielfaches von dem sein. Und dann haben wir noch dazu das ganze Stromnetz. Das heißt also, auch da werden wir eine ganz andere Preisentwicklung sehen. Und am Tagesende müssen diese drei zusammenspielen: Strom, Gas und entsprechend eben dann auch das, was noch eingesetzt wird als solches. Und diese Preisentwicklung wird in den nächsten Jahren sehr, sehr schnell und auch sehr rapide sein, glaube ich. Darf ich da kurz einklinken, weil ich habe hinten eine Folie eingeblendet. Es gibt 3 große Studien zum Thema, was wird Wasserstoff kosten? Und zwar einmal von der Frontier Economics Studie, das ist die hier vom DVGW, die wir sehen. Dann gibt es die von Acatec mit dem Wasserstoffkompass und es gibt auch vom Fraunhofer eine. Die kommen immer alle so zu dem Blickwinkel ab 2035. Wir haben es gerade schon gehört, das entwickelt sich natürlich über die Mengen, gehen die von ungefähr 12 Cent aus. So, wir haben keine Garantie dafür, das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben auch gerade über die Kosten im Stromnetzausbau gesprochen. Und da kann man allerdings jetzt schon sagen, die Bundesnetzagentur, die hat Anfang letzten Jahres gesagt, der Stromnetzausbau über alle 3 Netzebenen kostet 250 Milliarden Euro, was ja schon viel war. Haben dann allerdings nachgebessert Mitte letzten Jahres, dass sie nochmal 6.000 Kilometer mehr brauchen und haben dann im Quartal 3 letzten Jahres gesagt, allein die Höchstspannungsebene, also sie haben immer 3 Stromnetzebenen, 380.000 Volt, das sind sozusagen die Autobahnen zwischen Europa. Das ist die Höchstspannungsebene, darunter kommt 110.000 Volt, das sind die Bundesstraßen, sagen wir immer dazu, und darunter kommt eine Mittel- und Niederspannung. Und diese 3 Stromnetzebenen muss man auch getrennt betrachten, weil wenn Sie oben anfangen, dann werden die Betriebsmittel nach unten immer mehr. Sie brauchen ja, wenn Sie in die Fläche gehen, mehr Trafostationen, mehr Umspannwerke, mehr Leitungen. Und interessant an der Geschichte war, dass Sie auf einmal gesagt haben, nur diese 380 kV-Ebene oben kostet jetzt auf einmal 301,2 Milliarden Euro. Dann haben wir nachgefragt im Dezember bei der Bundesnetzagentur, was kostet denn bitteschön entsprechend dann das Ganze jetzt wieder? Und es gab damals bei dem Herrn Kretschmann, dem Ministerpräsidenten, eine Studie von der Energiedenkfabrik Ruhr, die hat nur für Baden-Württemberg mal ausgerechnet im praxisüblichen Netzausbau, dass es nur hier in Baden-Württemberg 50 Milliarden kostet. Also praxisüblich ist quasi der Stand der Technik, wie wir ihn heute haben. Mit 2,5% Inflation kamen die auf 70 Milliarden. Und wenn man jetzt überlegt, dass die Stromnetzentgelte ja nicht aus einem Bundesland entstehen, sondern aus 16 Bundesländern, die wir in Deutschland haben, und man sagt, die sind unterschiedlich groß und man nimmt mal nur knapp etwas mehr als die Hälfte, also 9 davon, dann sind 9 mal 50 Milliarden schon 450 Milliarden. Plus 300 Milliarden, die schon ganz klar festgesetzt sind, die stehen schon im Netzentwicklungsplan drin. Das war übrigens hier eine andere Folie, wo ich das schon mal aufgezeigt hatte, muss ich nochmal zurückgehen, glaube ich. Dann sind Sie bei 700 bis 750 Milliarden Euro. Und das ist nur der Netzausbau. Und jetzt müssen Sie das ja auch finanzieren. Also da ist keine Inflation drauf. Da wären Sie mit 2,5% schon bei 1000 Milliarden. Da ist aber auch keine Materialkostensteigerung drin oder Zinseszinsen. Sie brauchen aber allein, um das zu finanzieren, Eigenkapital, was Sie erstmal haben müssten, um das hinzubekommen. Aber entscheidend ist, man geht davon aus, dass alleine voraussichtlich auf den Strompreis in Netzentgelten irgendwas vielleicht um 20 Cent in einen privaten Haushalt obendrauf kommen. Ja, und dann wissen Sie, wo Ihr Strompreis heute liegt. Und wenn Sie das ausrechnen, dann passt vieles nicht mehr zusammen, weil dann wird nämlich auch das Thema Elektromobilität ganz schön teuer, wenn Sie damit tanken wollen am Ende des Tages. Und deswegen ist das nochmal ganz spannend, weil ich sag mal, was richtig ist, wenn ich den erzeuge grünen Strom, dann ist der günstig. Keine Frage. Aber wenn quasi der Netzausbau dann, um mal bei Frau Kempfert zu bleiben, aus Trinkwasser Champagner macht, dann ist es ja auch nicht die Lösung am Ende des Tages. Das heißt, ich muss jetzt genau gucken, wie ich das gegenüber rechne. Beim Wasserstoffnetz, das heißt Kernnetz plus 560.000 Kilometer Netzleitung, das wissen wir auch schon, das haben wir hier nochmal aufgemalt. Also wir haben bei den Netzen Südwest mal ausgerechnet, für unsere 5.000 Kilometer Netzlänge brauchen wir 70 Millionen Euro. Tendenz übrigens eher sinkend, weil wir immer mehr Komponenten wasserstoff-ready erkennen. Ja, das gucken wir uns ja gerade die ganze Zeit an.
dann sind das bei 560.000 Kilometern Verteilnetzen, die wir in Deutschland haben, 7,84 Milliarden. Aber jetzt haben wir noch ein recht junges Netz. Es gibt ja auch ältere. Also haben wir einfach mal gesagt, wir nehmen ein Drittel drauf, sagen statt 14.000 Euro pro Kilometer 20.000 Euro. Dann sind das 12 Milliarden. Das Wasserstoffkernnetz, das wissen wir schon, was es kostet, weil anders als im Stromnetz, wo die Bundesregierung gesagt hat, wir brauchen so und so viel Kilometer Netzlänge und dann kostet es halt, was es kostet, haben die im Wasserstoffkernnetz gesagt, das ist ja so furchtbar teuer, also deckeln wir das auf 20 Milliarden. So ist das entstanden. Also wissen wir, dass 19,8 Milliarden ist der Vorschlag, der gerade diskutiert wird für 9.700 Kilometer Wasserstoffkernnetz. Dann sind Sie bei 32 Milliarden. Und dann gab es schon eine Studie vom DVGW aus dem Jahr 2022, was kosten dann Speicher und Druckstationen. Wir schätzen, dass es so, damals war man bei 120 bis 140 Milliarden, durch immer mehr Wasserstoff-Ready-Komponenten sind es dann 104 Milliarden. Das heißt, die Infrastruktur beim Wasserstoff, die kostet viel weniger, auch wenn natürlich die Erzeugung vom Wasserstoff immer etwas teurer sein wird. Also müssen wir jetzt gucken, was brauchen wir an Speicherungsfähigkeit, an Energie für Großindustriebetriebe. Ja, wir haben ja hier auch zum Beispiel Firmen, die Edelstahl herstellen oder Backsteine brennen, bis hin zu, also die einfach viel Energie brauchen, Zementherstellung, was alles da noch gibt. Und für diese Betriebe müssen wir eben auch Energie beibringen. Aber klar, im Neubausektor sehen wir das Thema Wasserstoff nicht. Bei Gebäuden, die ich auch noch gut wirtschaftlich nachrüsten können, sehen wir es auch nicht. Aber am Ende müssen wir einerseits den Wirtschaftsstandort attraktiv halten vom Preis und andererseits aber dürfen wir auch die Privatkunden nicht verlieren nach hinten raus. Die müssen das auch bezahlen können, weil jeder weiß, alles, was ich in das Gebäude investiere, das haben die später als Miete unten dran. Ja? Und wir erleben gerade überall auch Steuern, die wir uns auferlegen wollen für Themen, die vielleicht zum Beispiel nicht gesund sind, wie eine Zuckersteuer, was man diskutiert. Was ich so ein bisschen vermisse ist, wenn ich was Gesundes esse, wird das komischerweise nicht herabgesetzt von der Steuer. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde ganz gerne mal auf das aktuelle Thema hier eingehen. Wir hatten es auch eingangs gehört, der Markus Schneider hat mal auf den Energieleitplan der Stadt Karlsruhe schon mal abgehoben. Letztendlich sind wir hier Karlsruhe auch und das ist bestimmt auch ein Thema, was sehr interessiert. Wenn man jetzt den Energieleitplan, der ist im Oktober 23. vorgestellt worden und im November, glaube ich, auch im Gemeinderat verabschiedet ist, wenn man den durchliest, steht da momentan nichts von Wasserstoffnetzausbaugebieten. Steht nichts drin, das ist so ein kleiner Hinweis, dass möglicherweise Ankerkunden, sehr große energieintensive Betriebe, haben Sie vorher genannt, dass die angeschlossen werden könnten. Aber für Einzelhäuser, für solche Lösungen ist es überhaupt nicht vorgesehen. Sprich, de facto sind es rund 28.000 Gasnetzanschlüsse, vielleicht auch noch 8.000 Ölheizungen, die, wenn man die Klimaziele erreichen möchte, das Bestreben der Stadt Karlsruhe, bis 2040 wollen sie klimaneutral werden. Ist das zu schaffen oder ist es einfach, vergibt man sich nicht die Chance, eine bestehende Infrastruktur? Also die Werte hier, Infrastruktur, Gasnetz hat auch ihre 100 Millionen Euro insgesamt. Vergibt man sich da nicht wirklich eine Riesenchance, das überhaupt zu schaffen? Oder ist es möglich, in so einer Zeit 36.000 Anschlüsse in den verbleibenden Jahren umzustellen? Also ich glaube, die Diskussion und das, was die Kollegen jetzt hier auch schon vorgestellt haben, haben gezeigt, dass ich spreche immer gerne vom Dreiklang. Wir werden Strom benötigen, wir werden Gas benötigen und wir werden eben auch die Fernwärme aus der Industrie, die Abwärme als solches benötigen. Und Herr Schneider hat ja auch vorgelesen, in dem Energieleitplan steht eindeutig drin, es wurde nicht betrachtet und dann zieht man aber eine Schlussfolgerung daraus. Und das ist eigentlich fatal, was man da gemacht hat, aus meiner Sicht heraus. Wir werden nicht an allen Stellen in Karlsruhe Wasserstoff zur Verfügung stellen können. Das wird nicht funktionieren und das wird auch nicht notwendig sein, weil ich eben an Stellen entsprechend mit dem Strom besser umgehen kann. An anderen Stellen kann ich besser mit der Fernwärme umgehen etc. Auch bei der Fernwärme, wenn man auf den Energieleitplan hier drauf schaut, hat man ein bisschen das eine Auge zugemacht und das andere sehr weit auf, denn die Fernwärme in Karlsruhe kommt nahezu zu 70% aus der Miro. Und das ist eine CO2-belastete Fernwärme, ja? Das ist keine grüne Fernwärme. Man hat noch restliche Anteile von den Stadtwerken dazu. Das ist die Fernwärme Karlsruhe.
Und wenn ich einen solchen Plan aufstelle, dann muss ich mir auch anschauen, wie entwickelt sich denn das? Was ist die Alternative, wenn ich aus der Miro nicht mehr Fernwärme bekomme, weil die Miro die Wärme als solches für ihre eigenen Prozesse benötige und gar nicht mehr so in diesem Maße das zur Verfügung haben muss. Heißt, der Plan, der jetzt vorliegt, ist mal ein erster Aufschlag, aber der muss nachgearbeitet werden, der muss verbessert werden als solches. Der muss einen Weitblick mit hineinnehmen, wo eben auch heißt, Strom und wie sieht es mit dem Gas, wie sieht es mit dem zukünftigen Wasserstoff hier in Karlsruhe aus. Und das ist dann ein rundes Ding, womit ich eigentlich in Karlsruhe dann weiter planen kann. Und die letztendliche Frage ist ja, wenn eine Miro irgendwann keine Mineralölstoffe mehr produziert oder Benzin, ja, was passiert denn dann? Wo kommt denn dann die Wärme her? Nun kann ich mir gut vorstellen, dass eine Miro vielleicht später mal Ammoniak aufcrackt, um daraus Wasserstoff herzustellen. Ist die Frage, bekomme ich dann auch noch die Wärme her? Aber die allerletzte Frage, die ich dann stelle, dann habe ich jahrelang ein riesen Fernwärmenetz ausgebaut, was am Anfang eigentlich mit 70% belasteter Energie gearbeitet hat und bekomme dann am Ende einen Wasserstoff, wo ich sagen kann, gut, dann könnte ich jetzt auch die Gasheizung weiterlaufen lassen und kann dann auf Wasserstoff direkt umstellen, weil ich erzeuge ja einen riesen CO2-Fußabdruck, damit jetzt die ganzen Straßen aufzureißen und die Rohre da reinzulegen. Also das ist ja auch noch ein Thema, was man auch noch mal betrachten muss. Also die Frage ist für mich wirklich bei den Wärmenetzen, womit betreibe ich die langfristig? Und das ist interessanterweise bei einer großen Stadt wie Karlsruhe nicht anders wie bei einer kleinen Gemeinde, wo man sagt, die hat jetzt vielleicht nicht mal ein Abwärmepotenzial, die nutzt jetzt ein Holzhackschnitzel BHKW oder ein Gas BHKW und baut jetzt extra nochmal ein Wärmenetz im Ort, obwohl ich quasi schon vieles vorhanden habe. Und am Ende nutze ich aber dann Wasserstoff im BHKW, um dieses Wärmenetz weiter zu betreiben, was ich dann aber eigentlich so hätte gar nicht unbedingt bauen müssen. Weil, wenn wir eins sehen, dass Geld eigentlich doch eher knapper wird in letzter Zeit. Und vor allen Dingen, wenn dann der Wärmeabgabepreis für den Endverbraucher gar nicht günstig ist, dann ist es natürlich dann umso fraglicher. Deswegen muss man immer diese Abwärmerechnung natürlich machen, wenn das funktioniert, sicherlich. Oder wenn man später zum Beispiel sagt, die Miro produziert jetzt irgendwas mit Wasserstoff, wo auch Abwärme rauskommt, die ich dann da wieder nutzen kann, dann macht das auch Sinn. Aber die Frage ist, hat man das heute hinlänglich betrachtet? Wenn ich von einem Leitplan spreche, dann bedeutet das ja auch, dass ich mir auch Alternativen anschaue. Und die Fernwärme in Karlsruhe sitzt zu 70% auf ein Unternehmen. Was es bedeutet, auf eine Stelle zu setzen, haben wir gerade vor 2 Jahren kennengelernt, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Das heißt, wir haben letztendlich mit dieser Planung überhaupt gar keine Resilienzoption. Und eine Resilienzoption könnte eben auch ein Wasserstoff sein, der über das Kernnetz hier in Karlsruhe ankommt und dann vielleicht in absehbarer Zeit ein RDK 8, was heute mit Kohle befeuert wird, umgestellt wird auf Wasserstoff und dann eben im RDK 8 entsprechend auch Fernwärme produzieren kann für das Fernwärmenetz in Karlsruhe. Also von der Warte her, was ich schon sagte, der Leitplan ist ein erster Aufschlag, aber er hat Potenzial zur Verbesserung, erhebliches. Genau, wir haben als Fraktionsgemeinschaft von Freien Wählern und für Karlsruhe auch ein Positionspapier dazu geschrieben gehabt mit dem Blick auf Wasserstoff. Da findet man auch, wenn man Positionspapier Energieleitplan Karlsruhe in Google oder Bing oder wo auch immer eingibt, eine ausführliche PDF, in der man auch eine Karte von der Stadt Karlsruhe sieht. Und dort haben wir festgehalten, wo sind die Gebiete, die mit der Fernwärme bedacht werden. Das bedeutet aber Gebiete, nicht jedes Haus in diesen Gebieten wird mit Fernwärme bedacht. Wo sind die Gebiete, für die es keine Lösung gibt? Und wo gibt es Gebiete, wo man über Nahwärmenetze nachdenkt, aber die zurzeit niemand betreiben will, vor allem nicht die Stadtwerke? Und da steuern wir auf ein großes Problem zu, was wir auch mehrmals im Gemeinderat angesprochen haben. Und wir glauben, und da hat auch der Herr Oberbürgermeister jetzt in der letzten Sitzung
seine Meinung, würde ich mal, geändert, indem er gesagt hat, wir dürfen das Thema Wasserstoff jetzt nicht abbügeln und die Anträge, die es dazu von unserer Seite gab, jetzt nicht ablehnen, sondern sie müssen jetzt erstmal weitergetragen werden, was schon mal ein gutes Signal ist. Klar, ein Signal ist, dass wir hier zusammensitzen. Im Zuge der Recherchen hatten wir uns ja auch kennengelernt, indem wir einfach mal nachgefragt haben. Wir sind ja selber in der Fraktion keine Energiefachleute und mussten uns einfach mal auch mehr mit dem Thema beschäftigen, weswegen wir auf den Wasserstoff dann auch kamen. Ja. Vielleicht auch an der Stelle für Karlsruhe nochmal eine Lanze zu brechen. Wir sehen, wie langsam der Stromnetzausbau vorwärts geht. Wir planen ein Kernnetz. Ja. Das Kernnetz besteht zu einem großen Anteil aus umgewidmeten Erdgasleitungen, aber es gibt auch einen großen Anteil an Neubauleitungen. Und wir in Baden-Württemberg sind leider nicht in der Lage, sehr viele parallele Leitungen zu haben, die also umgerüstet werden können. Das heißt also, wir müssen hier auch einen ganz erheblichen Anteil an Neubauleitungen mit einplanen. Das bedeutet für Gesamtdeutschland, nicht sofort wird an jeder Stelle Wasserstoff verfügbar sein. Und die Einfallstore des Wasserstoffs für Europa laufen über die Häfen, über die Hochseehäfen, das heißt also über Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven etc. Und den Weitertransport von den Häfen nach Baden-Württemberg herein funktioniert ideal. Wir haben den Rhein vor der Haustür, wir haben aus dem südöstlichen kommen die Donau und aus beiden Richtungen kommen sehr, sehr viele Anfragen und auch Häfen, die sich entsprechend auf die Wasserstoffderivate umstellen. Und unsere Nachbarregion, etwas den Rhein Richtung Ludwigshafen hoch, die sind schon mit Wasserstoff fleißig unterwegs, die Rhein-Neckar-Region und auch in Richtung Stuttgart, den Neckar runter, Esslingen etc. Aber Richtung Basel, weiter runter, Karlsruhe vorbeikommend, da sind wir noch nicht so weit. Und dementsprechend besteht auch hier für Karlsruhe eben auch ein Knotenpunkt zu werden für den Umschlag von Wasserstoff oder Wasserstoffderivaten. Es werden eher die Derivate sein als wie der reine Wasserstoff. Und eben auch hier das Hinterland entsprechend mit Wasserstoff oder Wasserstoffderivaten als solches zu versorgen. Und das bietet eben auch für Karlsruhe durchaus eine Chance. Und ich glaube, die sollten wir jetzt ergreifen und auch diese als solche wahrnehmen. Und dementsprechend auch dann bietet es dann wiederum für die Stadt Karlsruhe auch eben die Möglichkeiten, mit dem Wasserstoff als solches zu spielen. Denn ob die Planungen des Kernnetzes 2030 alle so gut funktionieren, ja, wir wollten eben auch den Strom schon viel eher hier haben, das wird sich zeigen. Und dementsprechend ist es auch gut, dass man vielleicht parallel zu dem Pipeline-Thema eben auch eine Anlandungsmöglichkeit von Wasserstoff oder Wasserstoffderivaten mit hat. Sie sind ja auch im Rheinhafen in einem Forschungsprojekt zum Wasserstoff verbunden. Man sagt, in Karlsruhe wird der Wasserstoff über das Wasserstoffkernnetz ungefähr 2032 ankommen. Das bedeutet aber nicht, dass wir erst dann anfangen sollten zu planen, sondern wir müssen jetzt in die Planung gehen. Und das ist noch ein großes Thema, was wir probieren im Gemeinderat immer wieder zu wiederholen. Wir müssen jetzt planen, weil wenn wir erst 2032 anfangen zu planen, wo Wasserstoff hinkommt oder ob er in die Heizung kommt, dann ist der Zug meistens abgefahren und beziehungsweise wenn die Planung dann erst losgehen, gehen noch mal 10 Jahre um und dann schaffen wir die Energiewende so auch nicht. Ja, es passt vor allen Dingen, wenn ich noch kurz was dazu sagen darf, mit unserem Thema. Also wie kommt denn überhaupt Wasserstoff in die Fläche? Wir haben das Wasserstoffkernnetz gesehen. Wenn man sich die Karte vom Wasserstoffkernnetz für Baden-Württemberg anguckt, dann kommt es oben im Nordwesten ein bisschen an, dann kommt es im Südosten etwas an und im Dreiländereck. Und dann gibt es noch so eine kleine Stichleitung oberhalb. Das heißt, in der Mitte klafft ein großer weißer Fleck. Das bedeutet aber auch, es gibt zum Beispiel auch EU-Direktiven, die sagen, alle 70, 80 Kilometer muss eine Wasserstoffleitung Wasserstoff für Transport raustransportieren. Das wird ohne die Verteilnetze nicht funktionieren. Jetzt ist das BMWK und die Bundesregierung die ganze Zeit immer nur dran, große Industriebetriebe abzufragen. Und jetzt haben wir die kommunale Wärmeplanung, wo man im Grunde genommen für die Verteilnetze
auch Netzgebiete ausweisen kann. Aber im Grunde genommen versucht man das so ein bisschen einzuschränken an der Stelle. Das ist ja das, was wir hier auch gerade erleben. Aber wenn wir die Wasserstoffbedarfe ja nicht melden, die wir dann in den einzelnen Gebieten brauchen, weil wir müssten es ja irgendwie in die Fläche bringen, sonst schaffen wir es gar nicht, dann haben wir natürlich ein Problem, weil wenn wir jetzt heute oben das Rohr zu klein bemessen, dann kann unten irgendwann nicht mehr genug rauskommen. Und deswegen ist das eigentlich so entscheidend, dass wir das mit einbringen. Und wir sagen immer dazu, wenn wir doch noch nicht wissen, welche Energie was kostet, dann macht es doch auf jeden Fall Sinn, dass man offen an das Thema rangeht und auch jedem die Möglichkeit gibt zu sagen, allen Sektoren sich entwickeln zu lassen. Wenn wir dann am Ende wissen, was wo kostet, dann habe ich es ja gut. Aber ich sage mal, dieses technologieoffene Denken, das ist sehr wichtig. Ja. Also das kann ich auch nur unterstützen. Das sollte man nochmal ganz klar auch hervorheben, dass man die Flexibilität im Energiesystem offen hält, was natürlich klar etwas teurer ist, als wenn man sich nur auf eine Sache stürzt, aber dafür, kann man den Umbruch, in dem wir jetzt momentan stehen, wo wir einfach nicht genau wissen, geht es nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, in welche Himmelsrichtung laufen wir denn jetzt, damit flexibel auffangen. Das andere ist, was wir auch immer mitnehmen müssen, ist, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, immer von der gleichen Basis ausgehen. Und das wird meistens gemacht, wenn man Fernwärme mit Gas, mit Strom oder sonst irgendwas vergleicht und nicht sauber wissenschaftlich das hinterlegt hat. Und dann kommen immer ganz unterschiedliche Zahlen raus, die nicht interpretiert werden können. Von dem her ist es ganz wichtig, immer da zu schauen, auf welcher Basis laufe ich eigentlich, was habe ich betrachtet. Und für Karlsruhe, um das auch nochmal kurz aufzugreifen, die Energiemengen, die wir momentan in Karlsruhe in Öl und Gas haben, werden wir nicht in den nächsten 10 Jahren mit Strom ersetzen können. Ganz schlicht und einfach daraus, weil die Leitungen, die großen Leitungen, in Philippsburg kommt ja der Konverter hin, oder der wird gerade gebaut von EnBW. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis die Leitung da ist. Es wird noch eine zweite Leitung geben, die nach Baden-Württemberg reinkommt. Hier in Karlsruhe selber haben wir nur ein geringes Potenzial an erneuerbaren Energien zur Verfügung, weil PV ist da, das ist halt im Sommer da, im Winter nicht da. Aber ich brauche den Wind, um das auszugleichen. Da kommen wir dann auch auf die Preise nochmal kurz zu sprechen in anderen Ländern, wo wir dann Wind und Sonne haben, wo wir plötzlich 5.000, 6.000 Stunden haben, wo wir auf Stromerzeugungskosten von 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde kommen, was hier in Deutschland nicht der Fall ist. Dafür haben wir natürlich den Transport noch mitzurechnen und so weiter und so fort. Aber schlicht und einfach, das, was man heute rechnen kann und weiß, von den Technologien ausgehend, kann man schon sagen, dass wir sehr viele Optionen haben, die wir auch ziehen müssen und uns viele Optionen auch offen halten müssen. Es macht auch keinen Sinn, ein zweites Netz aufzubauen, parallel zum ersten Netz. Also ich spreche jetzt vom Wärmenetz und Gasnetz, weil die in den gleichen Hausbereich nun mal gegenseitig wildern. Ich darf es mal so ausdrücken. Heißt aber ganz einfach, das eine wird runtergefahren, das andere wird hochgefahren und beide sind erstmal ineffizient. Also ich muss auch hier einfach aus betriebswirtschaftlichen, wirtschaftlichen Gründen, auch aus volkswirtschaftlichen Gründen mich irgendwann mal entscheiden, in welche Richtung möchte ich gehen. Und da bringt es jetzt nichts zu sagen, ich baue jetzt das eine auf Teufel komm raus aus und vergesse das andere. Und da kommen wir auch auf die Wärmebereitstellung. Der Herr Schick hat es vorhin gesagt, dass viele Wärmenetze heute mit BHKWs bedient werden, was auch in der Zukunft sicherlich eine Option ist. Wir haben an verschiedenen Stellen Geothermie. In Karlsruhe wurde eine Studie gemacht, dass wir 50 Megawatt Geothermie bohren können. Wenn man das jetzt mit der Miro anschaut, die irgendwo 200 Megawatt rausgibt, ist das auch nicht ausreichend. Das sind Sachen, wo man dann überlegen muss, welche Zeitschiene betrachte ich. Gehe ich jetzt, wie schnell komme ich mit der Energiebedarf runter in den Häusern durch Sanierung und Ähnliches. 2100 oder 2200 bin ich sauber, gar kein Thema. Da habe ich alles durchsaniert, die alten Häuser sind weg. Wir haben es vorhin gerade gehört, 70% oder 60% sind relativ alt und schlecht.
Und vor allen Dingen, ich habe eine Sanierungsrate. Also wir dürfen wir haben diese 2 Zeitachsen, das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Wir haben, also nur, dass man sich das mal vorstellt, wir haben von der Klimaschutzagentur Baden-Württemberg eine Vorgabe, dass wir mit einer Sanierungsrate für Nahwärmenetze rechnen müssen und Fernwärmenetze von 1,5%. 0,7 ist real momentan in Karlsruhe. Und genau, und die höchste, die wir je hatten, waren 2%. Da gab es eine Studie vom DIW, die haben mal gesagt, wenn wir vor 2 Jahren angefangen hätten, alle Gebäude in Deutschland zu sanieren bei einer Rate von 2%, dann wären wir im Jahr 2050 bei 60% aller Gebäude. Jetzt haben wir, also ich hatte 0,85, wenn es sogar 0,7, das ist regional immer ein bisschen Unterschied. Aber jetzt kann sich jeder im klassischen Dreisatz mal in seinem Kopf ausrechnen, wo man da rauskommt. Das heißt, wir haben dann weniger als 30%. Und gleichzeitig, wie der Herr Kümmel es gerade schon gesagt hat, wissen wir aber auch nicht, wann wir welches Netz wie ausgebaut und zur Verfügung haben. Und solange wir das nicht wissen, tun wir gut daran, im Grunde genommen uns breit aufzustellen, weil was wir dazwischen verlieren können, ist das Geld, was wir nur einmal ausgeben können und den Wirtschaftsstandort, auf dem wir eigentlich basieren. So, wir haben jede Menge Fragen. Das freut mich, da müssen wir auch noch drauf kommen. Vielleicht hätte nur eine einzige abschließende Frage, ist aus meiner Sicht nur eine schnelle Antwort. Ich weiß, dass das EBIA war ja an ein Projekt beteiligt, auch um zu testen, H2 Readiness des Karlsruher jetzt in der Gasverteilung. Ist es bereit, wäre es möglich, hier ohne große Investitionen letztendlich Wasserstoff zu transportieren? Ja. Gut. Schnelle Antwort, sehr schön. Ist wichtiger Frage. Genau, dann kommen wir zu den Fragen. Ich hoffe, ich kann alles lesen. Im Notfall müssen Sie mir aus dem Publikum noch mal helfen. Die erste Frage, die kann ich vielleicht sogar selbst beantworten. Wie können wir Bürger den Energieleitplan beeinflussen, außer für Karlsruhe zu wählen? Ganz einfach. Sie könnten auf die politischen Vertreter zugehen, auch auf die Stadtverwaltung. Auch der Oberbürgermeister kriegt die E-Mails vorgelegt oder auch Briefe, damit dort Veränderung reinkommt. Der Energieleitplan muss immer weitergeschrieben werden, auch in Karlsruhe. Und wir hoffen, dadurch, dass der Oberbürgermeister jetzt auch die Tür offen gehalten hat für das Thema Wasserstoff, dass dort jetzt langsam Bewegung hineinkommt. Es gab auch Gesprächsangebote an die Fachsprecher zum Thema Energie und Wasserstoff. Da gucken wir mal, ob da was geschieht. Das wäre Ich würde eins ergänzen, und das ist auch wichtig. Ich denke, die politische Schiene ist der eine Weg, aber der andere Weg ist auch, ich glaube, dass es sehr viel Unwissenheit noch über die Auswirkungen ist, über Gebäudeenergiegesetz, der 71K und was der für Folgen hätte, wenn ich jetzt kein Wasserstoffnetzausbaugebiet habe. Das hat Konsequenzen und es ist vielen nicht bewusst, die vielleicht Gebäudeeigentümer sind, eine Heizung haben und gar nicht wissen, was das in letzter Konsequenz heißt, wenn hier ein entsprechendes Gebiet nicht ausgewiesen wird. Das ist also informieren, weitersagen auch andere und das politische Schiene ist natürlich dann auch ein wichtiger Weg. Ja, also das würde ich auch gerne nochmal ganz doppelt unterstreichen, dass wir können nicht von unseren Politikern erwarten, dass sie fachlich technisches Wissen haben. Das können sie nicht haben. Manche haben es nicht. Deswegen weitertragen, da sitzen Experten, da sitzen Fachkräfte, die beschäftigen sich tagtäglich damit. Holen Sie die in die Gesprächsrunden rein. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass das passiert. Genau. Dann, wir probieren es mal kurz zu halten. Das nächste wäre, können wir uns leisten, alle Varianten oder alle Sektoren parallel zu betreiben? Wärme, Strom, Gas. Ja, wir werden es benötigen. Also wir werden nicht eine Wasserstoffpipeline in den Schwarzwald nach Hintertupfingen bauen können, weil das einfach eventuell viel zu teuer wird, weil es geografisch, geologisch gar nicht geht. Ja. Dementsprechend ist dort vielleicht eine Stromleitung der richtige Ansatzpunkt für die Prozesse dort. Also wir müssen lokal analysieren, was möglich ist. Diese großen Studien, die Herr Schick vorhin vorgestellt hat, das sind, ich sag mal, globale Blicke. Ja? Ich muss in die lokale Analyse hinein. Ne? Also das, was wir jetzt zum Beispiel im Rheinhafen gemacht haben. Wir haben bei über 20 Unternehmen ihre Bedarfe abgefragt, ihren Strombedarf, ihren Gasbedarf, ihren unternehmerischen Entwicklungsbedarf. Und siehe da, mit den entsprechenden Stromverträgen, mit der entsprechenden Infrastruktur, kommen wir über einen Zeitraum von 10 Jahren zu einem ganz anderen Wasserstoffpreis. Der liegt weit unter diesen
9 Cent pro Kilogramm da. Ja? Der liegt weit unten drunter. Und das muss ich auch mit hinaustragen. Ich muss wirklich in die lokale Analyse hinein. Es gibt sicherlich Stellen und Orte, da wird es 13 Cent oder wird es 15 Cent kosten. Es gibt aber eben auch Orte, da liegt er weit unten drunter, der Preis. Und vielleicht eins noch ergänzend. Wir haben damals, vor vielen Jahrzehnten, als wir die Strom- und Gasnetze aufgebaut haben, haben unsere Väter und Mütter die überdimensioniert. Bewusst überdimensioniert. Und das hat dazu geführt, dass wir viele Jahrzehnte davon gut leben konnten und diesen Wirtschaftsstandort so aufbauen konnten wie heute. Und wir müssen sie sicher nicht mehr so überdimensionieren, wie man das damals gemacht hat. Das können wir heute sicherlich besser machen. Aber wenn man sich überlegt, was wir an Energiezuwächsen haben, denken Sie nur mal an das Thema KI, was da noch an mehr Strom gebraucht wird in Zukunft. Digitalisierung insgesamt wird noch ein Thema werden. Dann muss man sich einfach die Frage stellen, macht das Sinn? Ja, ich würde ganz klar sagen, das macht Sinn. Und was man auch in diesen Studien sieht, das war mir zum Beispiel neu, wenn Sie jetzt diese 700 bis 750 Milliarden sehen, was wir jetzt in dieser Studie auch sehen, es gibt dann immer die Aussage, kann man das denn irgendwie die Kosten runterbringen im Stromnetz, wenn man jetzt trotzdem diesen Netzausbauplan so fährt, wie der geplant ist. Dann sagen die immer, ja, man kann noch diesen Paragraph 14a, also Dimmen der Stromnetze, mehr mit einbringen. Und man kann natürlich Smart Technologies einsetzen. Das heißt, indem ich entsprechend die Netzsteuerung optimiere, dann gebe ich halt vor, ich darf im Haushalt nur zwischen 18 und 23 Uhr meine Wäsche waschen oder so. Also ich steuere es und optimiere es durch Steuerung. Interessant ist, dass aber dieser Preis, dieser 700 bis 750 Milliarden nicht sinkt, sondern was passiert ist, dass die Kosten einfach woanders entfallen. Also die sind jetzt quasi im Netz berechnet, wie wir heute das leben. Wenn ich also intelligente Steuerungstechnologie einsetze, dann ist die halt in den Industriebetrieben, in den Gewerbebetrieben und bei den Privathaushalten. Am Ende zahlen die aber trotzdem diese 700 bis 750 Milliarden Euro. Was man dazu auch noch kurz erwähnen sollte, ist die Energie- oder die Wärmeplanung, die man haben muss, eigentlich in eine Transformationsplanung überführt werden, in eine Energieplanung. Das heißt, ich muss sektorenübergreifend mit allen Energiemengen und Fragestellungen mir das System anschauen und systemisch dran gehen und nicht nur aus einem Sektor mir das anschauen, aus der Wärmeseite und sagen, das ist dann der Weisheit letzter Schluss, sondern ich muss es gesamtheitlich betrachten und ich muss es auch regional betrachten, weil sonst bin ich zu kurz gesprungen und nicht flexibel genug aufgestellt. Das heißt, ich werde zu Fehlinterpretationen an verschiedenen Regionen kommen, andere werden passen, aber es wird sicherlich nicht überall der Fall sein. Und das bedeutet natürlich einen höheren Aufwand bei der Planung, aber eine höhere Sicherheit in der Durchführung und auch eine Sicherheit in der Versorgung. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir fußen darauf, unsere ganze Wirtschaft basiert darauf, dass wir eine Versorgungssicherheit hier haben und nicht ständig Ausfälle haben. Und damit müssen wir weiterarbeiten. Das heißt ganz einfach, dass wir das im Vorfeld auch entsprechend geplant haben müssen, von Speichern über Erzeugern. Das kann auch lokale Erzeuger sein, die wir brauchen, um auszugleichen und so weiter und so fort. Aber das kriege ich nur durch eine Energieplanung raus, die natürlich schon auch aufwendiger ist. Das muss man fairerweise dazu sagen. Dann die nächste Frage. Kann man die Flüchtigkeit von Wasserstoff durch Andocken an ein anderes Molekül oder was sich eignet, beheben? Klar kann ich das. Ich habe die Derivate schon angesprochen, oder es wurden schon angesprochen, die ich reinbringen kann. Das kann Ammoniak sein, das kann Methanol sein, das kann alles mögliche, irgendein Kohlenwasserstoff, sonst was sein, könnte auch Methan sein, könnte man auch machen. Das ist auch geübte Praxis, ist auch funktioniert, auch großtechnisch. Wenn ich dann allerdings Wasserstoff wieder haben möchte zur Nutzung, dann habe ich das Molekül Wasserstoff halt wieder und das verteile ich mir dann wieder. Das heißt, die Flüchtigkeit habe ich dann weiterhin. Aber wie gesagt, wie wir eingangs schon gesagt haben, die Flüchtigkeit ist nicht das Problem. Es ist auch kein großer Verlust, was aus der Leitung rausdiffundiert, sodass wir große Wasserstoffüberproduktion haben müssen, um das auszugleichen. Das ist nicht der Fall. Jetzt darf ich gerade mal dazwischen gehen, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Wenn Sie weiter da sein wollen, das ist super und ich danke auch, dass Sie weiter sprechen. Trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt die Fragen beantworten, weil es ist uns wichtig oder mir wichtig, dass auch die Fragen aus dem Publikum beantwortet werden, hauptsächlich. Wenn sie nicht beantwortet werden, dann würde ich jetzt einfach mal auch sagen, dann würden wir sie noch mitnehmen und auf unsere Homepage stellen, auf jeden Fall, und beantworten. Aber vielleicht einfach die Bitte, wir wollen sie auch nicht über Gebühr jetzt, wir sind tatsächlich schon drüber,
einfach nochmal versuchen, relativ kurz und die wichtigsten Fragen zu beantworten, die du rausgesucht hast. Ansonsten ziehen wir zu weit rüber. Okay. Also das vielleicht noch zur Ergänzung, das Andocken des Wasserstoffmoleküls an das Stickstoffmolekül oder an den Kohlenstoff ist natürlich sehr wichtig für den Transport, weil eben das leichte Molekül, das muss ich entweder unter hohem Druck auf 700 oder 300 Bar komprimieren. Das kostet mich wiederum Energie. Oder ich muss es verflüssigen auf minus 250. Das kostet mich noch viel mehr Energie. Das heißt also, wenn ich das Wasserstoffmolekül eben in Australien oder Nordafrika oder an anderen Stellen herstelle und ich habe keine Pipeline zu dem Endanwender als solches, dann packe ich eben das Stickstoffmolekül oder das Kohlenstoffmolekül dran, weil ich dann am Ende eine Flüssigkeit kriege und eine Flüssigkeit in eine Flasche gefüllt kann ich einfach transportieren, das kriege ich überall hin, die Flasche aufmachen, das Molekül rauslassen, dann kann ich vielleicht direkt und muss gar nicht das wieder zurück konvertieren, entweder eben durch Reformierung oder durch Cracken, dann kann ich mit dem Methanol oder mit dem Methan oder mit dem Ammoniak als solches weiterarbeiten. Ja. Dann ist die Beibehaltung von Gasheizungen sinnvoll, beziehungsweise, das wäre ja auch das Thema, ein bisschen in der Überschrift gewesen, ist die Zukunft der Gasheizung sicher? Also meine Antwort lautet an der Stelle, bleiben Sie dabei, was Sie heute haben. Beobachten Sie sich, wie der Markt entwickelt. Setzen Sie sich mit Ihrem Gasversorger in Verbindung, was der als solches plant, ob er schon einen Plan hat als solches. Und das ist der Plan erstmal für die nächsten Jahre, ja. Ja, also wir sehen es auch so, technologisch gibt es das. Sie können ab diesem Jahr die Gasheizungen kaufen, die auch wasserstoff-ready sind. Aber selbst Geräte, die jetzt schon eine Zeit lang verbaut sind, und das war ja auch so ein bisschen die Aussage von dem Herrn Fissmann, die jetzt nicht allzu, also wenn Sie natürlich jetzt eine 30, 40 Jahre alte Gasheizung haben, dann müssen Sie die irgendwann tauschen. Aber dann kostet die, wie gesagt, irgendwas um die 8.000 bis 10.000 Euro. Sind Sie aber mit einer elektrischen Wärmepumpe in einer ganz anderen Dimension plus Dämmen und so weiter unterwegs. Das ist schnell beantwortet. Und selbst wenn Sie ein Wärmenetz anschließen, brauchen Sie eine Wärmezentrale und Sie müssen ja erstmal den Hausanschluss dahin bauen und die Straße aufreißen, um da dran zu kommen. Das heißt, auch das sind viel höhere Kosten. Und das ist das, was wir immer mit sozioökonomischen Effekten meinen. Mhm. Sehen Sie die Tiefengeothermie in Karlsruhe ausbaubar, da sie eine große Rolle im Energieleitplan spielt? Ja gut, haben wir ja, oder ich habe es vorhin gesagt, wir haben 50 Megawatt Leistung als Tiefengeothermie in Karlsruhe möglich, ja, weil wir sind in Rheingraben. Ganz wird es die Tiefengeothermie nicht werden, dass wir alles damit decken werden. Das heißt, auch hier bleibt die Prämisse, wir brauchen auch andere Energieträger, andere Energieformen und davon wird kann einer der Wasserstoff sein. Gas sowieso. Vielleicht ergänzend ist richtig, also Geothermie ist aber eine Grundlast, das ist auch der Punkt, genauso wie auch die Miro letztendlich eine Grundlast ist. Und dass deshalb auch, gerade wenn man das Verhältnis sieht, im Winter zu Sommerlasten, vierfache letztendlich auch im Winter in dem Bereich, dass man da auch bei hohen Minustemperaturen in die Spitzenlast kommt und das muss mit Wasserstoff entsprechend aufgefangen werden. Und da werden Planungen da sein, eine KWK oder Großes zu bauen oder die Fernwärme letztendlich, um die zu dekarbonisieren in der Erzeugung, wird man den Wasserstoff brauchen. Aber wie gesagt, es ist eine Frage, große Ankerkunden, da zählt die Fernwärme dazu. Aber es ist auch die Frage, kann auch der einfache Häuschenbesitzer, können die auch davon partizipieren letztendlich, damit sie angeschlossen werden können, wenn die Leitung in der Wasserstoff da ist. Ich sage es mal so. Aber also wir haben das Potenzial hier in der Region und wir sollten das Potenzial heben. Es wäre schlimm, wenn wir das nicht tun. Also wenn es durch Bürgeraufstände etc. nicht zustande kommt. Also das wäre echt eine Katastrophe, weil es ist eine Energieform, die liegt unter unserer Erde. Wir müssen natürlich analysieren, inwieweit wir sie sicher heben können, sodass es eben nicht zu irgendwelchen Dingen kommt. Aber ansonsten gilt es, die zu bergen und zu nutzen hier in Karlsruhe. Ja, auch wenn ich jetzt langweile, ich kann es nur oft genug wieder oder noch mehr wiederholen. Wir brauchen alle Energieformen und zwar möglichst schnell, weil wir sonst die Zeiten gar nicht einhalten. Die Zeitschiene ist momentan das Kriterium, was uns in der Energiewende eigentlich umtreiben muss. Deswegen haben wir auch immer wieder eine Roadmap von der Stadt Karlsruhe gefordert, was leider immer noch nicht umgesetzt ist. Die nächste Frage, wie viel % Wärmeverlust hat die Fernwärme zum Beispiel pro Kilometer? Also ich weiß es nicht, ich bin da kein Experte. 20% bestimmt.
Also das ist sehr stark abhängig, zum einen von der Vorlauftemperatur, die gefahren wird. Das kann, wenn es ein kaltes Wärmenetz mit 20 Grad ist, deutlich weniger sein. Da sind wir bei ganz wenigen Prozent. Wenn ich 90 Grad Vorlauf habe, die Dampfnetze gibt es fast nicht mehr. Dann kann ich auch 30% haben. Wenn es ein altes Netz ist, wenn es ein modernes Netz ist, liege ich irgendwo bei 10%. Hängt, wie gesagt, sehr stark davon ab, wann wurde das Netz gebaut, mit welcher Vorlauftemperatur fahre ich, wie viel Energie wird abgenommen und so weiter und so fort. Also wie lange steht das Wasser in der Leitung. Deswegen so pauschal zu sagen, geht nicht. Es ist unmöglich. Hier in Karlsruhe haben wir wahrscheinlich ein relativ modernes Netz, weil ständig ausgebaut wird und da dürfen die Verluste eher geringer sein. Jetzt habe ich 2 Fragen, die man vielleicht zusammenfassen kann. Die gehen auf die Produktion von Wasserstoff ein. Einmal der große Energieaufwand und der Import, der auch nötig ist. Beziehungsweise auf der anderen Seite könnte Deutschland an die Stelle kommen, dass wir nicht vom Ausland abhängig sind beim Wasserstoff. Also ich drücke es anders aus. Deutschland wird nie hinkommen, dass wir von Energie unabhängig sind. Das ist der eine Punkt. Von dem her sollten wir uns auch gar nicht überlegen, ob wir jetzt Wasserstoff von außerhalb holen oder nicht außerhalb holen. Wenn wir rein auf Wasserstoff gehen, werden wir Wasserstoff definitiv nicht komplett in Deutschland produzieren können. Aber wir werden auch den Strom nicht in Deutschland produzieren können und wir werden die Flüssigkraftstoffe nicht in Deutschland produzieren können. Von dem her werden wir immer abhängig sein, ein Energieimportland sein. Die hohen Energiemengen, die benötigt werden für die Wasserstoffherstellung, das ist absolut richtig, die braucht man nicht wegdiskutieren, die sind da. Aber wir haben auch weltweit ausreichend erneuerbare Energien zur Verfügung für günstiges Geld mit 1 bis 2 Cent die Kilowattstunde und auf das kommt es an. Von dem her ist hier auch das Potenzial ausreichend. Was wir haben, ist, dass Europa ausreichend Potenzial hätte, Wasserstoff für Europa herzustellen. Auch das muss man sich immer vor Augen halten. Auch die 2 größten weißen Wasserstofffunde sind ja in Europa, meines Wissens. Also die eine hockt nicht weit weg von hier, das ist gerade mal knapp über die Grenze rüber in Vogesen, Lothringen. Ist eine Geologie, die passt. Dann zieht sich eine von Griechenland, Bulgarien rüber ins mittlere Europa rein. Aber das ist jetzt, muss man auch sagen, noch lang nicht hebefähig, weil da muss man erstmal anfangen zu bohren, muss Versuche machen, kann ich es heben, kann ich es nicht heben, das steht noch in Sternen. Okay. Von dem her würde ich das jetzt nicht als Allheilmittel ansehen. Es ist eine Option, die in 10 Jahren, 15 Jahren vorhanden sein kann, was dann auch passt, wenn wir den Wasserstoff zu 2032 brauchen. Wäre super, aber momentan würde ich jetzt davon ausgehen, dass wir den Wasserstoff herstellen. Es wird auch vieles dafür getan, dass die Leitungen gebaut werden, durchs Mittelmeer, über Spanien, über Bulgarien, über Griechenland, dass die Leitung kommt von Norwegen nach Deutschland rein, dass wir vorbereitet sind für welche Farben Wasserstoff auch immer. Vielleicht kurz noch eine Ergänzung zum Import. Blau. Wir haben heute ungefähr 70% Import der Energie, die wir bei uns haben. Das wird bleiben. Und selbst wenn wir das noch ein bisschen optimieren, was ja vielleicht auch geht, ja, das mag sein, aber wir werden nie aus diesem Import rauskommen. Aber die Frage, die sich mir übrigens immer stellt, ist es denn überhaupt sinnvoll, alles selbst zu produzieren? Weil der Punkt aus meiner Sicht ist, wenn wir, also ich glaube, dass eine globale Energieerzeugung von grüner Energie natürlich am Ende auch was zur Befriedung beitragen kann. Weil wenn andere Länder auch es nutzt uns ja nicht nur in Deutschland oder nur in Europa klimaneutral zu sein, wenn der Rest seine Energie weiter hochfährt. Und wir müssen sogar aufpassen, dass wir nicht eine Zweiklassengesellschaft auf der Welt kriegen, weil wenn wir jetzt entsprechend auf erneuerbar umstellen und klimaneutral sind und anderswo wird aber zum Beispiel in China oder in Indien oder in solchen Ländern weiterhin Zuliefererbauteile produziert, die dann für uns, für Produkte geliefert werden, die wir hier wieder zu einem Ganzen zusammenbauen und dann machen wir einen grünen Aufkleber drauf, dann hilft uns das nichts, weil im Grunde genommen haben wir ja das Ziel, eigentlich die Erderwärmung zu stoppen und das können wir nur, wenn wir global denken. Und das bedeutet aber auch, ich meine, wir haben ja auch ein Thema Migration, wenn die Menschen dort vor Ort auch gut davon leben können, also auch zum Beispiel von Energieproduktion, die wir dann hier wieder verwenden, das kann auch ein Befriedungsthema sein, denke ich.
Nochmal vielleicht zu dem Import, zu diesen 50-70%. Worauf wir achten müssen, ist, dass wir einen guten Mix hinbekommen, so wie wir das beim Erdöl haben. Ja? Beim Erdöl haben wir ca. 25 Lieferverträge mit 25 unterschiedlichen Ländern weltweit. Beim Erdgas hatten wir 5. Ja, und was das bedeutet hat, weil einer dann den Hahn zugedreht hat oder wir auch nicht mehr wollten, das haben wir gemerkt. Und dementsprechend ist es eben auch wichtig, dass die Politik, unsere Regierung da unterwegs ist und versucht, da an unterschiedlichen Stellen eben da die Verträge oder die Memorandum of Understanding da auf den Weg zu bringen und zu sagen, ja, wir haben Interesse und wir wollen bei euch einkaufen. Ich glaube, das wäre ein gutes Schlusswort, weil wir sind jetzt schon deutlich über der Zeit. Vielen Dank auch für die Fragen, die wir dann auf unserer Website weiter haben. Sie sind wahrscheinlich noch auch ein paar Minuten da. Falls jemand noch eine sehr wichtige Frage hat, können Sie die Experten noch kurz ansprechen. Ja. Ich wollte noch auf etwas hinweisen, und zwar, wer sich für den Wasserstoffpreis interessiert. Es gibt, wie für alles, gibt es auch einen Index, einen sogenannten Wasserstoffindex. Und der wird mittlerweile von 2 unterschiedlichen, sage ich mal, Unternehmen angeboten. Und der tagesaktuelle Wasserstoffindex für den grünen Wasserstoff sind 138 € die Megawattstunde. Für den sogenannten blauen Wasserstoff, das ist der Wasserstoff, der gewonnen wird aus Erdgas, wo man aber das produzierte CO2 eben dann in Kavernen unterseeig wegpresst, kostet 68 € die Megawattstunde. Und der graue Wasserstoff, der hier in Karlsruhe hergestellt wird, bei der Miro da draußen, der kostet 69 € die Megawattstunde. Also in etwa 6,9 Cent oder 13,8 Cent auf die Kilowattstunde. Genau. Und ist aber die Gestehungskosten, muss man sagen, ist noch nicht Transport käme dazu. Genau, das ist rein das, wenn ich einkaufen gehen möchte. Ja, vielen Dank. Dann bedanke ich mich für Ihr Durchhaltevermögen, dass es auch ein bisschen länger geworden ist, dass Sie da waren. Ich bedanke mich bei Ihnen natürlich, bei den Experten, Herr Pinkwart, Herr Köppel, Herr Schick. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung standen. Ja. Kommt noch ein kleines Präsent von uns. Vielen Dank für den Energieträger. Und danke auch an Roland und Micha, die hier waren und das auch vorbereitet haben.